So Leute, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich hoffe, ich habe das timingmäßig richtig abgepasst. Hier auf gregsrpgheaven.de zu einem kleinen Livestream, React und Kommentar zum Fear Fest Black Summer 2022. Ein kleiner Horror-Game-Stream. Also gab es anscheinend schon ein bisschen häufiger oder zumindest im letzten Jahr. Und ich habe die Nachricht vor ein paar Tagen gelesen und mir gedacht, hey, neue Horror-Games, vielleicht ältere, die nochmal vorgestellt werden. Ich glaube jetzt nicht, dass wir die absoluten großen Blockbuster sehen werden. Also vielleicht. Nein, Silent Hill kommt jetzt hier nicht. Also würde ich zumindest mal schätzen, selbst wenn solche Teams wie Bluebird Team hier dabei sind, die unter anderem Layers of Fear gemacht haben und wohl auch an einem der neuen Silent Hills dran sitzen. Aber ich hoffe, dass wir was Spannendes, was Gruseliges und was Schönes gemeinsam sehen können, worauf wir uns hier ein bisschen freuen können. Ich habe euch im Chat im Blick, da sind schon einige Leute mit dabei. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Abend. Ihr könnt mir ja gerne sagen, ich habe das schon alles ein bisschen abgecheckt, aber ihr müsst mich schon ganz gut hören können. Ihr seht auch den Timer, der darunter geht. Gar nicht mal so viel Versatz, sehe ich hier gerade. Das ist schon mal auch ganz nett für YouTube. Ich habe mir übrigens... Ihr könnt ja jetzt gerne schon mal vorher ein paar Fragen stellen oder wir können vorher ein bisschen quatschen, während nach und nach die Leute hier im Stream dazukommen. Wenn ihr was speziell nochmal wissen möchtet, ich habe mir eine neue Internetleitung daheim bestellt. Ich habe vor einiger Zeit Glasfaser gelegt bekommen. Einfach so haben sie es gemacht bei uns hier. Haben wir gedacht, okay, wird es mal Zeit, endlich mal abzugraden. Und ich habe einen Antrag losgeschickt, mal gucken, wie lange das dauert, aber vielleicht wird sich das dann auch, weil ein extrem schnellerer Upload dann da ist, nicht nur auf meine Video-Uploads dann äußern, sondern vielleicht kann ich tatsächlich auch sogar mal ein paar größere Bitraten fahren, was die Streams angeht. No? Das wäre vielleicht ja mal was. Guten Abend Gregor, hallöchen. Hallo Gregor, was geht ab? Geht's dir alles super gut? Ich habe dich geliked. Danke. Dir alle näher. Die alle näher, dir alle näher? Ist das ein Wortspiel? Ich kann es leider nicht erkennen, aber ich like mal zurück. Virtuell mit dem Daumen hier. Hallo Gregor, was ist dein Lieblingsfilm? Will die alle wieder wissen. Zurück in die Zukunft mag ich sehr. Immer noch. Ja, Gregor, was erwartest du? Hatte ich hier noch gelesen im Chat. Also, du hast schon mal erwähnt, mal gucken, was sie haben. Ich will ja im besten Fall nicht mit Erwartungen rangehen, sondern mich überraschen lassen. Irgendwelche Games, die ich übersehen habe, die nochmal vorgestellt werden, irgendwelche Ankündigungen. Ich meine, dass solche Firmen wie Puppet Combo, die ja sowas wie Mörderhaus gemacht haben und viele andere so PS1 Retro-Horror-Sachen, die machen ihre eigenen Streams. Also keine Ahnung, ob die jetzt hier dabei sind. Das ist irgend so was Kleineres jetzt hier, ne? Das ist jetzt nicht so ein riesiger Massenstream, wo Geoff Keighley gleich rauskommt. Oder er kommt doch raus. Zombie Geoff Keighley. Das wäre vielleicht was. Okay, das Kame fragt, wie viele Lovecraft-artige Spiele kommen jetzt? Mal gucken. Kannst du mich ja leider ein kleines bisschen jagen damit, obwohl rein stimmungsmäßig ist es natürlich nice. Aber es gab so viel, was Lovecraft inspiriert und Cosmic Horror und wie du das alles nennen möchtest gewesen ist, dass es gleich wieder ein bisschen langweilig wirkt. Was kein Keanu Reeves auftritt, ja, wer weiß, vielleicht kommt er ja noch. Da gab es doch gerade auch irgendwie ein paar News zu Cyberpunk, meine ich. Ich habe so wieder Pressemitteilungen bekommen, irgendwo wo haben die auch was präsentiert. Ich würde mal schauen die nächsten Tage. Wir haben den Stream jetzt hier. Ubisoft hat noch angekündigt, dass Samstagabend die ein paar Bekanntmachungen machen, vielleicht das neue Assassin's Creed offiziell vorstellen. Falls ich die Zeit habe, wäre es natürlich auch was. Und es gibt ja Gerüchte, dass auch Sony noch irgendwas diese Woche macht an Streams, wobei die gerade auch wieder viele News rausgegeben haben. Also mal gucken, was passiert. Ja, aber schön, dass jetzt auch so mal für einen kleineren Stream, mal gleich hier fast 150 Leute vor dem Stream schon wieder da sind. Schön, dass ihr dabei seid. Übrigens, wenn jetzt schon welche dabei sind, die sich das neue Retro-Club-Buch geholt haben, das ABC der Videospiele Level 2 oder wir uns gegebenenfalls sogar auf der Gamescom schon gesehen haben und ihr dort eins euch habt schnappen können, auch ein ganz, ganz großer Dank von mir. Mich sehr gefreut, wie positiv der Zuspruch gewesen ist. Ich hoffe, der bleibt so positiv, wenn ihr das Buch mal gelesen habt. Buch liegt hier, sagt Hammer Smashed Face. Das ist doch sehr schön. Das freut mich nochmal extra. Knapp 5 Minuten haben wir noch. Ich glaube, offiziell habe ich den Stream auf jetzt Start gestellt, damit wir nochmal reinkommen. Aber wer jetzt vorher reinkommt, kann gerne zum Schnacken
hier noch ein bisschen verweilen. Ich habe jetzt keine Länge für diesen Stream irgendwo ausmachen können. Aber vielleicht steht es ja noch irgendwo. Ich erwarte jetzt nicht, dass es hier so 5 Stunden oder irgendwie sowas sind. Vielleicht eine halbe, vielleicht eine. Mal gucken, was die für Games haben. Das war nicht nur Entwickler, sondern wohl auch Creator. Ist ja natürlich was, Horrorspiele für Creator. Und da zähle ich mich ja auch dazu, wenn ich auf YouTube Videos mache. Das ist ja auch quasi Creator-Arbeit. 6 Stunden statt eben drüben im Chat. Ja, genau. Das glaube ich nicht. I don't think so. Aber dass da auch mit Creatoren zusammengearbeitet wird, und das ist es ja. Ne? Also gerade solche Horrorspiele, die gehen ja immer gut bei Leuten, die bei Twitch oder YouTube dann entsprechend ihre Videos machen. Ich bin ja kein Twitch-Streamer so richtig mehr, sondern wenn, dann streame ich hier auf YouTube, wo die Leute mich eh schon abonniert haben. Können wir auf Teil 3 deines Buches freuen? Aktuell noch nicht, ich bin ja gerade erst mit Teil 2 fertig. Ich schließe es nicht für die Zukunft aus, aber ich würde jetzt gerne erstmal ein bisschen schlafen, nach 2 Jahren durcharbeiten. Lieblingshorrorfilm. Das Ding aus einer anderen Welt von Carpenter. Haben wir das auch mal beantwortet. 4 Minuten sind es noch. Was haben wir dieses Jahr für Horrorspiele gespielt? Also ich habe, Dying Light 2 fällt mir ein, das habe ich durchgespielt. Hat Fun gemacht, wobei das auch schon ein bisschen anstrengend gewesen ist. Wir bekommen hier noch Callisto-Protokoll. Checkt da gerne auch den Game Talk auf Rocket Beans TV aus. Da haben Ilias und ich uns noch ausführlich drüber unterhalten. The Quarry gab es dieses Jahr. Dead Space kommt nächstes Jahr. Resident Evil kommt nächstes Jahr. Also Resident Evil 4. Weiß gar nicht, wann der Resident Evil 8 DLC dann anberaumt ist. Kommt er schon dieses Jahr oder nicht? Vielleicht kann ich da auch hoffentlich zeitnah was für euch dazu machen. The Quarry war ganz okay. Wobei, wir haben es ja dann eher in so einem kooperativen Modus durchgespielt. Sowas würde ich eher, ich weiß nicht, ob ich es alleine spielen würde, oder zumindest im kleineren Rahmen. So wie jemand wie Katharina, wo wir gemeinsam ja auch so ein bisschen, wie ist es nochmal? Doch, House of Ashes haben wir gespielt. Wie ist die Reihe denn da nochmal? Kommen wir wieder durcheinander. Von den Until Dawn-Machern und von den Dingster-Bumster Quarry-Machern. Aber ihr wisst ja, die Episodic-Reihe. Den ganzen anderen Titeln. So, zu zweit macht es Fun. Dark Pictures Anthology, danke sehr. Diese ganzen Generic-Namen. Aber so ein drittes Buch würde ich mir natürlich irgendwann mal überlegen. Wobei, ich habe noch ein paar andere potenzielle Buchideen im Kopf. Für alle, die mich nicht auf der Gamescom sehen konnten, also schade. Also ich hätte natürlich euch gerne alle dort gesehen und nicht aneinander vorbeigelaufen, falls ihr auch dort gewesen seid. Aber ich werde auch mal auf der Frankfurter Buchmesse in einem Monat knapp sein. Und auch da an mehreren Tagen zum Unterschreiben und Quatschen. Also ist vielleicht vom Abstand her für Leute, die dann nicht in Köln sein konnten, vielleicht auch noch machbar. So, 250 Leute, bevor es losgeht. 1 Minute 55. Bloober Team ist mit dabei. Könnten Sie das neue Silent Hill hier ankündigen? Also es soll ja wieder mal, ne? Laut Leak ein Silent Hill 2 Remake sein, wo blurry Screenshots geleakt sind, in Anführungsstrichen. Mal sehen, was das auch immer bedeuten mag. Dieses Spiel so aus einer leicht anderen Perspektive zeigen, aber ganz im Ernst, warum müssen geleakte Screenshots 100 mit 200 Pixel groß sein und blurry? Also jeder kann doch in 4K einen Screenshot machen mittlerweile. Was ist denn das für ein Quatsch? Na? Wenn die Dateien kleiner sind, kommen sie besser durch die Leitung oder was ist das für ein Bullshit? Also sowas vertraue ich nicht mehr so richtig. Ah gut, Silent Hill Pachinko Remake, das wäre was. Fuck, das kam es. Evil Alex, ja, Silent Hill 2 Remake. Also, wenn sie tatsächlich am Silent Hill 2 Remake arbeiten und dass das Projekt ist und es hier angekündigt wird über das Fear Fest, dass sie parallel noch einen Trailer haben wollen. Wobei ich würde schon sagen, das klingt nach etwas, was bei einem Sony-Stream potenziell eher dabei sein würde als jetzt so. Aber Konami hat auch so ein bisschen was im Argen, ne? Die Tokyo Game Show kommt ja bald und da wird wohl auch potenziell was Gänse-Suikoden-mäßiges angekündigt, also auch alles durch die Blume. Gehört habe ich persönlich nichts, alles nur, was ich an Gerüchten hier aufgeschnappt habe übers Internet. Also mal gucken. Das einzige Mal, wo die TGS halbwegs interessant wird dieses Jahr. Oh ja, Nintendo auch bald. Splatoon kommt am Freitag schon raus, habe ich ganz übersehen. Auch mit dabei. So, 20 Sekunden. Let's fetz. Let's hope for the best.
Schreibt gerne im Chat rein. Ich will natürlich auch eure Kommentare, euer Feedback und alles mit dabei haben. World Premiere. Sage ich schon mal. Gib mir geilen Horror. So, es geht los. Oh. Die schreit ja. 2 Influencer kamen nach Krakau, um Internet-Creepypasta zu investigaten. Und dann sind sie in Polen verloren gegangen. Die Polizei hat nur das Telefon gefunden von denen. Aha. Ding Dong, die Hexe ist tot. Creator Horror Game. Okay, mic check 1 2. Sorry, I have only one. That's okay. Wait a second. Okay. Hello everybody. This is me, Howard, and Bluber. we're the Creepypasta Busters, and we bust creepypastas, something like. Ach, Buster, nicht Bastards. Here in Okay. for Haunted USB stick. So they say there's some eldritch horrors on an USB stick that was so dangerous that it's hidden somewhere on the parking lot in Krakow in Poland. Yeah, and we're here to find it. One of our fans just texted us that he know which one USB stick it is. So let's bust another creepypasta. Yay! Yay! USB Stick. Andre, have you seen Okay. it? Polish restaurants served Nice. around the counter. Okay. Okay, so we're here for like, I don't know, 30 minutes, and it started to rain. Really, there's nothing. Aber es ist kein echter Regen, oder? Waste of time, I guess. So, Ich hab's gefunden. okay. Da ist das VLC-Hütchen. Komm rüber. What's that? Well, since there's nothing here, which means there's everything here, that's probably just a prank then. Oh! It's not a prank. Okay. That's nice. USB. USB. Oh, hi, I'm Lottie. I'm the social media specialist at Feardemic. That means I run our edgy TikTok. You might be asking yourself, you're like super energetic and covered in pastels, so like, Ich hab nicht solche Püppchen und solches Haar. what's the thing? Because I fucking love horror, and the fact that you Ah, okay. implies that you do too. So without further ado, welcome to Feardemic's Fear Fest. What is a Fear Fest, you might ask? Well, it's a celebration of all things horror. 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 Are you hooked yet? Well, you better be. Die Kids von heute mögen das, oder? Snack and get comfy, because we're about to get this show on the road. Also Bluber Team haben wir schon mal gesehen. Oh. Lea und Sophia 2 oder 3? 3, oder? Ja. Ja, das neue Lea Sophia hatten sie doch schon mal angekündigt, ne, dass der 3. kommt. Oder könnte ich mal schauen, ob ich das vielleicht ein bisschen heller für euch mache? Wenn es eh so dunkel sein wird. Oh, das ist zu viel. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place Aber beyond redemption. ein bisschen Gamma mehr dazu. Ist, glaube ich, ganz gut. This is a story of my fear, pain and hatred of the horror. Also Lea Sophia And it is war schon okay. Den ersten Teil haben Katharina und ich gemeinsam durchgespielt und jetzt sich echt erschrocken dabei. Damals noch. I see it. Es hat so ein bisschen was von Geisterbahn. There was no other way. Aber nicht unnett. Also ich hätte gern so ein bisschen größeren Puzzle-Faktor gerne bei den Sachen immer. Und das wäre was. Oh, Unreal Engine 5 sogar. Ich würde es ganz gerne in VR spielen. Ja, das war ja auch bei Observer schon so. Das haben sie ja auch gemacht, was ja dieses Cyberpunk-Game gewesen ist. Und so diese Erlebnisse in VR wäre schon ganz cool, muss ich sagen. Das spiele ich auch lieber von Bluber als jetzt sowas wie The Medium, ganz ehrlich. Das war nämlich so ein bisschen, this body. I don't know. Now I break free.
Aber warte mal, Layers of Fear und der dritte Teil heißt Layers of Fears mit S. S wie 3. Ladies and gentlemen, you can't possibly imagine how excited I am about this interview. Because right now, I have a pleasure to welcome in my virtual studio Damien, who is the creative director responsible for the upcoming great-looking game called Layers of Fears. Hi Damien, how are you? Hallo. I'm good. Awesome to meet you. Let's be completely honest, when we look at the horror gaming market, we have a lot of psychedelic walking simulators with mysterious stories, and yet Layers of Fear series stands out among them, and I'm curious your opinion, why? Why this series in particular is so popular among players? This is a good question. It's also for us. Layers of Fears as a whole is a big return to the roots for us, and we are trying to retell the same story in a kind of new and unpredictable ways, but we are doing everything we can to Okay, ich lese gerade im Chat und da sagt der Entwickler das auch. Ist es nicht wirklich, also Marcel schreibt, es ist nicht wirklich ein dritter Teil, es sind die ersten beiden in Unreal Engine 5 mit etwas mehr Story. Wirklich? Dann ist es ja relativ psychological experience, which is something that's nichtig. with people. The great success that the game has had, they also support the theory that we believe as creators in that there is something mesmerizing about fear, about exploring the dark side of the human psyche, the things we cannot see or we cannot name. So was, ich wäre dafür, wenn sie dieses Reimagining, Remaster, Collection, wie auch immer so nennen, und dann heißt der nächste Teil ist aber der 4. der Serie und dann heißt es Layers of Fear, also das deutsche 4. This is mostly because the Layers of Fear series is, how you say it, psychological not only by name, but it really is. Yeah, it really is. So, like, there is less of, like kind of the survival aspect. There is less of gore. We are deep into the characters and their traumas and what. Ich muss sagen, also den ersten hatten wir durchgespielt. So, Aber habe ich den zweiten gespielt? Ich glaube nicht so richtig. You are using Unreal Engine 5. Please tell me, how do you use the power of this engine? Lohnt sich das denn, den zweiten zu spielen? Also, wie gesagt, eigentlich Bock habe ich schon. Ich war ein bisschen underwhelmed von The Medium. Und Storytelling-technisch. Unreal Engine 5 serves our goal to increase the graphic fidelity. And, since we are working on a horror game where both the atmosphere and the lighting are extremely important, we can use features like dynamic light with lumen, HDR. Man kann dynamisches Licht und HDR benutzen. Next level, which we weren't able to do before. Let me tell this, for us, Layers of Fears is everything we love about horrors. It's dark, psychological. Aber viel mehr als das gleiche Trailer-Material haben sie trotzdem nicht übers Interview zu sagen oder zu zeigen. Minds, trauma, things that kind of affect people, and it slowly draws you into the horror. Also ihr könnt gerne, weil wir Medium gerade nochmal angesprochen haben, wer es noch nicht gesehen hat, ich habe ja so einen kompletten Let's Play-Stream gemacht, wo ich es ein Stück durchgeballert habe damals. Findet sich noch unter den Let's Plays hier auf dem Kanal, 7,5, 8 Stunden oder so. Checkt's gerne aus. Hat Spaß gemacht, das mit euch gemeinsam zu spielen, aber natürlich so, es ist nicht im Positivsten bei mir hängen geblieben. Ne? Ich fand es nicht schlecht, aber war jetzt kein sozusagen, boah, das war nochmal ein Brecher. Und wie gesagt, so manche Storytelling-Dinge waren bei The Medium, I don't know. So yeah, stay tuned. We will reveal more. Oh, Evil Alex, einen guten Anstoß hier ab, nämlich mehr Alone in the Dark Remake heute. Davon würde ich gern mehr sehen. Ja, das würde eigentlich ja passen, wenn THQ hier nochmal was macht. Weil ich habe das leider nicht auf der Gamescom sehen können, abseits von den Streams, aber die hatten das ja nochmal in der Booth dabei, aber ich hatte leider da keine Termine. 18. World Premiere? Nein, wahrscheinlich nicht. Achso, das hier. Da sind wir doch bei Dark Pictures, oder? Ja. Das Neue ist mit dem Horrorhaus. Muss ich Katharina mal fragen, ob wir es vielleicht spielen sollen übers Internet. Where the hell are we? Let me get the fuck out of here. What the hell is that? We're trapped. What do we do? Is this a good idea? Ja, das kommen wir ja auch schon ein bisschen zocken auf der Gamescom. Ist wahrscheinlich sehr Saw-mäßig aufgebaut, die letzte Episode, ne?
This is beyond messed up. Also das sieht schon mal besser aus, meines Erachtens, als die bisherigen Dark Pictures. Aber ich habe das mittlere noch nicht gespielt. Wie ist das mittlere denn nochmal? Ich habe das hier mit dem US-Militär gezockt und das auf dem Boot. Little Hope, das habe ich noch nicht gespielt, genau. Danke, Evil Alex. Oh my god. We don't do something, both of them will die. We have to choose. Okay, so wie der Teaser jetzt hier ausschaut, das wird als Escape Room anfangen. No? Ein Escape Room, der tödlich wird. Uah! Uah! Oktober, oder? November erst. Ja, ist okay. Little Hope war sehr Silent Hill, sagt das kam. Ja, ich hab's hier. Muss nur die Zeit finden. Interview is a little bit crazy because I'm recording it in very strange circumstances. As you can see, guys, I'm not in my studio in Poland with my great microphone or cool webcam. I'm in a hotel in the United States as I'm on my business trip. And normally Ich bin nicht im Hotel in den United States. I couldn't miss the opportunity to speak to Tom Hito, the game director from Supermassive Games, who is responsible for the game called The Devil in Me. That is a part of the Dark Pictures. Freut ihr euch drauf? Auf das letzte Dark Pictures? Oder vorerst letzte? Well, thank you. So, let me start. I wanted to ask you how the idea for the whole Dark Pictures anthology was born. Well, the idea behind the Dark Pictures anthology was that we would take the opportunity to explore all the many different genres and subgenres of horror. We're very enthusiastic about horror at Supermassive. Es ist sehr schön, dass der Interviewer sich entschuldigt, dass er im Hotelzimmer sitzt und nicht sein bestes Mikro hat. Und der Entwickler sitzt da vor einem Grammophon und schreit Sachen rein. What makes it tick? What are the key beats? And have fun with it. As a big fan of horror genre, I understand it completely. So, if you could present to me shortly, briefly, the story behind The Devil in Me. Komm, Escape Room. Is about a group of documentary filmmakers Ah. are making a series called Architects of Murder about American serial killers. And they have got to the last episode of the Podcaster. which is about H.H. Holmes. But Ja, natürlich H.H. Holmes. Das berühmte Mörderhaus tatsächlich von H.H. Holmes, ein sehr bekannter Serienkiller, der ein Haus hatte, wo er hunderte von Leuten umgebracht haben soll, weil es so verworren aufgebaut war. Grantham Demet, who says he is a famous architect and collector, and he owns a building built by a relative, which is a kind of homage to H.H. Holmes' Murder Hotel. I don't know if people know about H.H. Holmes, but he was this True Crime Podcaster, ey. Da haben wir ja schon einige von. And he used it to kill people in really kind of extravagant ways. So they're very excited to go to find this kind of asset that they can use. They agree to all his terms and conditions. They go over to this hotel, which is on a remote island, and it's everything they've dreamed of. Oh. It's a fairly exact replica. It's got the interior, looks amazing. Oh. The documentary is going to be great. But also eine Replik von dem Horrorhaus auf einer Insel, das kann ja absolut nicht schief gehen, wenn du da als Dokumentarfilmer dahin gehst. And eventually they find themselves locked in and trapped by a modern-day serial killer who's also inspired by H.H. Holmes. It does look something for horror fans, yeah. I think what we're trying to do with The Devil in Me is build on what people like from previous installments of the Dark Pictures. So Leute, wie viel wollen wir drauf verwetten, dass einer aus der Gruppe der Killer ist? A lot of people are interested in serial killers. They're really quite mainstream in a way. Ich habe euch alle auf meine Insel und mein Haus gebracht. Human nature. Weil ich der Nachfahre bin von H.H. Holmes. G.G. Gomes. An experience that is really as scary as anything Ein paar Buchstaben weiter im Alphabet. What's really exciting in this game is we've added a load of new features. This is the Series 1 finale. We've added features. Ja, Series Finale, also Staffelfinale kann man ein bisschen sagen. Climb up on things and crawl under. Aber die haben ja schon gesagt, dass sie mehr machen wollen. Was ist, wenn alle der Mörder sind? Alle Leute sind Mörder und haben sich gegenseitig dahin gelockt, um den ultimativen Mörder herauszufinden.
Stephanie sagt im Chat, am Ende sind es Aliens. Sowas gab's schon. Aliens gab's schon. Oh, ist es Outlast? Ah! Chuchu, ach, der Zug. Der Todeszug. The Death Chuchu Engine. Ah. Ja, den Teaser hatten wir schon gesehen. Das war geil. Ey, das haben die 100 Pro nur gemacht, weil jemand Thomas the Tank Engine in Resident Evil 2 gemoddet hat. Dass man gegen den tödlichen Zug ankommen muss. Und du musst sogar deine Route planen, ey. Also den Teaser hatten wir schon mal gesehen, ja. Ja, und der Zug läuft auf Spinnenbeinen. What the fuck? Du musst deinen Zug reparieren, bevor der böse Zug vorbeikommt. Hier, musst du upgraden. Während du fährst. Nein, das ist wahrscheinlich nur eine Repräsentation. Jetzt verrat doch nicht, wo du bist! Ah, das war Absicht. Chuchu Charles. Ich wette, Simon wartet jetzt schon, um das zu zocken. Thanks to Fear Fest, I can speak with so many great talented developers responsible for amazing horror games, and this interview is especially unique. You know why? Because I'm feeling a little bit nervous, but just look at my guest. Here he is, the man, the myth, the legend, Gavin, the developer responsible. Der gute Eisenbeiß. Called Chuchu Charles. Hi Gavin, how are you? Hey, I'm doing pretty good. Thanks for letting me be a part of this. Und die Ironie ist, ich bin noch nie Zug gefahren. So, nein, der liebt Züge. One thing. Your game is about scary, creepy train with spider legs that wants to eat you. I mean, how did you come up with that? What inspired? Gib mir deine Fahrkarte. Here, I was trying to figure out. Ich will dir fressen. I was trying to figure out what would be cool. What are people gonna? Hey, das ist so eine Quatschidee. I kind of realized. Ich liebe es. There was a lot of, because in horror games, it's kind of a classic trope to. Oh hier, wenn das Kame das hier schon schreibt, der Preis für das Spiel sollte 9 € sein, von wegen 9-Euro-Ticket. You know, you look at Five Nights at Freddy's or stuff like that. And so I realized. Aber es ist absolut ein Spiel, was gemacht wird, damit Streamer das zocken. No? Shows. There are very, very few horror games that like sort of invert, those classic childhood shows and stuff. And so my favorite show growing up was Thomas the Tank Engine. So I was like, hey, what if I made something that would remind people? Ja, er hat Thomas the Tank Engine geliebt, aber cool. And so jetzt sollen alle Angst vor ihm haben. Just like train. Choo-choo, motherfucker. Pretty cool. I was like, if you got to have a train and you could navigate around, it just sounds interesting. And then also, of course, the animations by Tom Coben. He's done these really cool, like horrifying Spider Thomas animations that inspired like the fact that Charles has spider legs. Chuchu Charles is the game that didn't come out yet. And yet it's already very well known among horror fans. It's some kind of phenomenon. Naja, das ist eine Meme eben. How do you think? Phenomenon. Why this game, not something else? Great question. When I first started working on it, I wasn't expecting it to get as big as it has so soon. Definitely, I mean, probably not ever, honestly. Definitely not as soon. Wo ich mir Sorgen machen würde, ist eher, ich weiß nicht, ob das Gameplay hält lange, ne? Aussteigen, seinen Zug upgraden, planen und dann schön ballern, wenn das Ding, also der böse Zug ankommt. And even, this is another thing that I didn't even realize, is just how ingrained Thomas the Tank Engine is in like meme culture. I didn't even really. Da sagt er, es Meme Culture. Skyrim mods. I didn't realize that was a big thing even. So, Thomas has made his way around. So I think seeing something that is reminiscent of that, it's just, you instantly feel just sort of a connection to it. There's that familiarity there. Und sobald man an Züge denkt, denkt man an Chuchu Charles. With the gameplay, at least as far as horror games go, because typically in the indie horror genre, there's not a lot. Oh, Ival Alex sagt auch hier, Killer Clowns from Outer Space, könnten sie tatsächlich auch ein bisschen was zeigen dazu. Also, Leute, ihr könnt gerne noch was in den Chat dann dazu schreiben, aber
ich habe das Gefühl, ich werde wahrscheinlich richtig liegen mit meiner Einschätzung. Ne? Also ich hoffe, dass es wirklich länger hält als einmal am Spielen. Für einmal abspielen wird es wahrscheinlich fun sein. Wenn es darüber hinaus mehr Spaß macht, umso besser. Aber ich glaube noch nicht so ganz dran. Na, weil dann hast du ja alles schon gemacht. Trains. Obviously, that's kind of obvious by the name. Trains. So this is Charles. Ich mache ein React auf ihr React vom React. He's like this bizarre blend. There we go. Good look at this boy. Muss ich auch als Horror-Streamer dann so ein schönes Outfit haben und so Haare und Make-up? Kriege ich dann auch Erfolg? Clown, it's it, right? It's it, but like a train for no reason at all. Like, why? Who cares? Ja, das kam, sag's im Check, Reactception. Horrifying, right? React auf React. Like combining the most common phobias people have, except I don't think trains is a common phobia, so they just threw that in for... Nur mit roten Lippen, ja, die würde ich mir natürlich hier so... Train, we're gonna get to spend the game beefing it up and equip... Nicht draufzimmern. Weil ich muss den Bart wahrscheinlich stutzen dann. Like... Oder nur den Schnorres. Conchita Wurst-Style. I want to say just fend him off. He doesn't seem killable. I feel like that would be crazy. But at the Schau sie dir an, die macht das richtig. Ja, guck mal, wie viel Content die aus einem 30-Sekunden-Trailer geholt hat. Von damals. We do talk to this guy. We talked to... Volle Pulle Trailer-Analyse und einfach hin und her scrollen. This cracks me up. Das muss ich mir alles merken. This, like, the least, just the most whatever. It's an NPC, he doesn't matter, so he can just look like this. Kann ich auch hier so ein... Sag auch ein bisschen Brustbein. It's just going to be like really hard to do. Ich hab grad den hier gemacht, 20 Zuschauer weniger. Nein, das sind die normalen Fluktuationen hier. Da mach ich lieber wieder weg. So. Pink one. How dope, with like an absolute decked out hot pink train covered in every weapon you can imagine and the little horns. Oh, okay, I'm getting ahead of myself. Let's rewatch. Dank dir, Pipo, für deine Einschätzung. Really quick. Ich nehme noch mal ein Schlückle. Desert landscape. Obviously we're on a train. Oh, jetzt hat sich rumgesprochen, dass ich nackte Haut gezeigt habe. Nacktes Brustbein, jetzt sind wieder 30 Zuschauer mehr. I think is what Nur die Seite, komm. Sexy. Showing us the map, zoom out, like look at this. Achso, na. Buga. Yes, this Horror noch, Erschrecken. Sexy und Schrecken. This is a lot. This is a lot of travel, a lot of world to explore. Oh, it's so quick. It's so quick. I'm dying to see the rest of the world here. I love a little map marker because I love big open worlds, but I get lost like nobody's business. I need help. Ich dachte, ich gucke einen Stream, aber jetzt gucke ich ein Let's Play. Traveling. Gefühlt. The process of wo nicht mal gespielt wird. You'll sometimes have to get out of the safety of your train to make sure that you can get... Nö. Think about it. You can't just free roam. You can't just Skyrim it. You know, you can't make your horse shimmy up a mountain because you feel like taking a shortcut. You have to run. Aber es ist interessant zu sehen, wie andere Streamer das so machen. Ich glaube jetzt so langsam die hat, ich weiß nicht, ob sie als Ende ihrer Argumente kommt, um den... Wie lang ist dieser Trailer dann gewesen? 1,30 insgesamt. Wahrscheinlich, ne? Die kriegt da ordentlich Content raus. Die kriegt da ordentlich was drauf, da beschreiben und dann guck mal Skyrim-Vergleiche. Das muss ich mir alles notieren. Als erfolgreicher React-YouTuber und Streamer. Ja, das kam und sagt, Sexy Scares mit Gregor. Dann gehört das Internet mir. Our speed would be great. I'm when it comes to fight or flight, I'm a flighter, so I'm probably gonna level up speed. Wollt ihr sowas haben hier? Okay, ich kann das leider nicht so gut liefern wie die Dame. Aber ich versuche mein Bestes natürlich. Okay. Typical stats, but it's cool that not only will we get to add more weapons, but we're gonna be able to strengthen our train. Aber sowas müsste ich nochmal üben. I love this so much. I would hope that the train is totally customizable, but I'm going to make a prediction that what we just saw were like the first 4 levels of a leveled up train, right? You level up a stat,
you know, level up your defense, boom, you get some. Auch eine Erkenntnis. Nachdem man vorhin die Stats gesehen hat, die man aufgewertet hat und dann schaut, wie der Zug aufgewertet wird. Danke für die Erkenntnis. Ready to fight him. You're like, I'm here, bitch. Okay, also ich habe... Yeah, come here, come get me. This is gonna be so epic. It's gonna be so intense. Ich habe für mich mitgenommen, Battle trains. It's battle. man kann einen Satz, den man in 10 Sekunden sagen kann, auch in 4 Minuten sagen. Coming early 2022. Well, Das muss ich aber üben. so I'm ready. I'm ready right now. I actually played No Snake. Oh, die leicht rote Nase würde ich mir auch mal zulegen. Das ist vielleicht auch noch mal ein guter Tipp. Stunning. It was super cool, and their sense of humor is. Es ist ein Style eben, ne? So I can't wait to see what other little gems are inevitably hidden. So einen Style habe ich leider nicht. Damit kann ich nicht dienen. Funny stuff. I can't wait. Schön für dich. Was war das? Magie, Magie. You're a wizard, Harry. Was geht hier ab? Oder sind wir im Hotel Transsilvanien gelandet? Sieht irgendwie lustig aus. Oh, Hotel Dracul! Gregory Horror Show 2. Das war doch auch so ein Vampir-Hotelspiel, oder? Das sieht nicht unlustig aus, muss ich sagen. Mein Abendessen bist du! Oh ja. Oh ja. Das ist ja alles Vampir-Ski jetzt. Oh! Schön geköpft. Willst du natürlich nie im Leben so spielen, das Bloody Hell Hotel. Aber es sah lustig aus. Etwas Tim Burton für sagt, das kam ja. Würde ich beipflichten. Das war eigentlich pretty nice. So we start. Ah, nicht schon wieder die. The emergence of a bat. I don't know. Einmal ist okay. Way for us to travel. Aber Pipo, jetzt ist auch gut. However, perhaps. Ich hinterlasse ja schon den Sub. Kannst du dich beeilen, bitte? Like it's easy to. Pipo? Das war der größte Jumpscare. Who knows? Maybe this is an elder vampire raising us up to then. Extra die Kleidung sogar gewechselt, die Dame. Did I mention? Das war der größte Jumpscare, dass jetzt noch ein 15-Minuten-Segment mit dir auftaucht. This game is about. It is advertised as this crossover Stardew Valley in its management. Du hast doch keine Ahnung, was es ist. Stardew Valley. Beautifully. Du ratest doch nur. And quirks of horror and specifically Tim Burton-esque Aber Tim Burton hat sie auch erkannt. Very clear. Das ist schön. Everything between the location and the activities and the characters. Anyway, let's continue on. I'm geeking out in case you couldn't tell. This is just my fancy. Ja, komm, Pipo. Complaining that as much as I want to play Stardew Valley, I want a creepier version, and this game could. Wie kriegst du das Stardew Valley raus eigentlich? So, the most satisfying aus den hier. Of any simulator game, any management game. Wo ist denn der Garten? That's my opinion anyway. Maybe some people like other parts, but I love taking the decrepit parts and cleaning up all the trash. So. Ja, wie geht's euch so da draußen? Wish that they could just clean by pointing. Sabrina the Teenage Witch always made me jealous. I couldn't just clean my room by doing literally this. But now we can. Now we can fulfill those dreams. This right here, I would do a whole game of just. Könnt ihr mir denn sagen? Again. Stardew war die 2 Bäumchen unten im Keller. Oh, das. Geeking out a little bit. The music. Ist mir nicht mal aufgefallen, ey. Du bist die ganze Zeit hier im Hotel unterwegs. Aber Leute, also das natürlich jetzt hier zusammengeschnitten. Ich weiß gar nicht, ob sich das so in der Art auch wirklich so flüssig spielen wird. Ich habe mehr den Eindruck, das wird so ein, du läufst herum und guckst so typisch in alle Ecken wieder, wie bei so einem Ego-Spiel. Also das wird sich nicht so flüssig anfühlen, wie hier, wäre mein Eindruck. Philipp ist gerade reingekommen im Chat. Gerade ist reingekommen. Gab schon was Gutes, Greg. Aber das Beste sehen wir jetzt hier gerade. Einfach mal ein gutes React von Pipo, meiner neuen Lieblingsstreamerin.
Ich hole mir einen Notizblock und schreibe mir genau alles auf, was ich für meine Streams wissen muss. Und spieletechnisch, das war tatsächlich das Interessanteste bisher, Bloody Hell Hotel. Also mal gucken, was das für eine Art Vampir-Management, Ego-Kampf, whatever Game sein wird. Anscheinend Stardew Valley, der Dame nach. Chuchu Charles, das Zug-Horror-Game. Glaube ich, der Gag hat sich schnell erledigt, auch wenn es lustig ist für den ersten Moment. Und Layers of Fears hat mich dann doch ein bisschen disappointed, wenn es tatsächlich nur die ersten beiden Spiele in Unreal Engine 5 ein bisschen abgedatet ist und nicht ein richtiger dritter Teil. You know that there are going to be all kinds of small puzzles, lock puzzles and the like hidden all over this place if we're just stumbling upon an abandoned... Aber ja, es ist Internet, ne? Das war React auf React. Quirky puzzles. If we've learned anything from Dark, the variety of puzzles are going to be very vast and very... Wurde gesagt, wie lang der Stream sein soll? Also hier im Stream glaube ich noch nicht. Eating the guests. Ich hatte auch noch nicht wirklich geguckt, ich habe einfach angemacht. I don't think that's a great... Es schien lustig für mich zu sein. Man muss immer so ein bisschen damit rechnen, dass die Leute, die so einen Stream machen, das auch nochmal ein bisschen so auffüllen, aber das geht auch knackiger, Leute. Die Interviews können ein bisschen kürzer sein, die Creator-Segmente, um die Creator und das Spiel mal zu zeigen, was sie machen, weil das bringt mir ja jetzt nicht wirklich was, ne? Dass die Dame exakt diesen gleichen Trailer gesehen hat und jenes analysiert, nachdem ich den gerade eben schon gesehen habe. Ich kriege keinerlei Insight von den Entwicklern. Kommt da noch ein Interview hinterher? Weil die ratet ja auch nur. Sie tut ja raten. Ah, da ist Stardew Valley, ich hab's gesehen. I don't know. Growing very suspicious fruits. Look, we're gonna clean up. Naja, gut. We're gonna set furniture. We're gonna farm a little bit at least. Evil Alex hofft, die zeigen das Silent Hill 2 Remake, sonst war das nix. Ich glaube, da kannst du nicht unbedingt damit rechnen, dass sie das Silent Hill 2 Remake zeigen. I love them. I love everything. Man muss echt immer sagen, Leute, wenn ihr solche Streams sagt, denkt auch an die Leute, die sich das anschauen und auch noch React auf React Content machen, wie ich gerade jetzt hier. Mit euch gemeinsam das schauen, ein bisschen uns austauschen. Cooking, maybe? Und das ist ja auch kein Stream-React, den die da macht, weil sie interagiert ja mit gar keinem Chat oder so. Das hat sie alles im Vorfeld gemacht, ne? Weiß ich nicht, ob diesen Trailer es schon gegeben hat oder es kam mir jetzt kein World Premiere. Also eventuell ist das eine alte Aufnahme mit der Dame, die sich hier zeigen. Oder sie haben sie angeheuert, um das im Vorfeld so ihren typischen React-Content zu machen und dann ein paar Minuten zu füllen damit. And then, as we saw a little bit further in, dungeon crawling. Well, I would assume with the weapons we smith. Wenn ich mal einen kleinen Tipp an die liebe Pipo dann geben soll, lass dir bei solchen Sachen, blende auch deinen Twitch-Kanal ein oder so, ne? Damit du wenigstens noch mal ein bisschen Werbewirkung hast. Weil jetzt muss ich google mal jetzt Pipo. Pipo Stream. Okay. Pipo. Wieso? Pipo Island. Okay, ist das was Richtiges? Wobei, vielleicht ist das auch irgendwas Unanständiges, wo ich jetzt draufklicke. Und nicht diese Pipo, sondern was anderes. Das ist, nee, da ist ein Frosch bei Twitch, bei Pipo Island. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was hier ist. Boah, was ist denn hier bei... Was geht denn da bei Twitch? Montana Black, 26.000 Zuschauer. Das ist ja mal was. Aber ich will doch nur zu Pipo. Ich suche nochmal nach Pipo. Pipo Horror. To be nothing but trouble and mischief, and I love them so much. I can't wait to learn their names. Meru, Amethyst. I don't know what it is. Keep the Horrors. Upon seeing them, it just triggered. Ist sie vielleicht auf YouTube statt auf Twitch? I love them so. Ich weiß das nicht mal. And then yes, the dungeon crawling. We've got zombies. We've got skeletons in top hats. I'm sure we've. Wisst ihr denn, wo ich Pipo finde, damit ich sie auch subben kann jetzt hier? Just because we can't get enough cow familiar. Vielleicht freut sie sich so sehr, dass sie nicht weiter reactet.
incredible. So that Pipo. is Hell Hotel. It looks like a bloody good time, and I absolutely. Nee, das ist alles nur der Frosch. It is 100% going on my wish list. Go ahead and put it on yours. Pipo alt mit Matteo, das macht er also jetzt. Of the full release. Pipo mit Revi. Die alle kennen Pipo, aber das ist der andere Pipo. Okay. Nachbarn Krakau Edition. Ach, jetzt kommen wieder die anderen Streamer, ne? Hä? Achso. Ich dachte schon, ich habe Discord an. Ja, auf YouTube. Also während die den Kram hier machen, bis ein neues Spiel kommt. Wie heißt das denn auf YouTube bei ihr? Oh nein, die sind... Okay, also die müssen aber jetzt Silent Hill 2 finden, wenn die schon bei Bloober vorbeischauen, oder? Now I don't know about you, but personally, I love it when horror games not only keep you Die hatte ich ganz vergessen. Die gibt's ja auch noch. surroundings and sometimes even your own existence. Try not to lose your minds too much with what we have installed for you. Okay, was ist das? Oh. Das sind da aber nicht die Horror-Clowns vom Outer Space, oder? Ich habe den Eindruck, ich muss da drüber quatschen, bevor ich geclaimed werde im Internet. Wenn die schon richtige Musik hier benutzen. Ich sehe schon wieder, dass ich hier Claims bekomme. Aber ich spiele sie nicht schlecht, also was ist das? Das haben wir doch schon mal gesehen, oder? Reveal. Okay. Nee, ich finde leider sie nicht. Nur Henno und Pokimane. Wishlist on Steam. Reveal. Ah! This is like a circus. We're going to be playing in a circus. The synopsis of the game already tells us that the main protagonist is going to be exploring. Da ist sie wieder. Und sie hat wieder was anderes an. He has regarding his time in the circus, the Nelson Bros circus, which is what we're looking at here. Fine. I love the circus as a theme. I don't know who this girl is. I think, obviously, we're in for some horrible, creepy Pipo, wo bist du jetzt hier? Ich will dich doch mal finden. creepy clown. This is just horrible. This by itself, broad daylight, nothing wrong with it, just horrible. I hate it. Google da lieber nicht weiter, sonst zerstört mir das noch hier die Empfehlung. Circus? That would be cool. Aber Pipo. Who is the little girl? I don't know. Whose house is this? And also, not to interrupt the beautiful singing, we keep hearing what I think is a camera shutter. So, Which I guess would play into kurze Nachfrage einmal. Ihr könnt die auch sehen, ja? Ich bin nicht der Einzige, der sie sehen kann. Und ihr sagt dann jetzt, worüber redet der Gregor? Der ist doch gar nicht auf dem Screen. Ihr könnt sie auch sehen. Ich bild mir das nicht ein. horrible circus. So I wonder if we're going to get to actually go to the circus or if it's all going to be in his mind. Oh, Suzu Senpai sagt, gib mal bei YouTube Beim Fear Fest ein. Ich hoffe, dass es funktioniert und dass ich nicht bei irgendwas Unanständigem lande. Little clown mouth. Beim Fear Fest. Can't wait. I guess this is like Guck ich mal. the scenes. We'll play a little bit more. What is this? What on earth is this? What is this? Okay. Probably the camera we're here. Beim Fear Fest. What is all of this? This is some like upside down in between dimensions. Ah, da ist sie doch. Viewing Party. Oh, I don't like whoever's in the closet. Absolutely not. Die macht eine Viewing Party mit. Da. One of these. Da ist sie. All on its own. Okay. Oh, I hope we get to explore the circus at Oh, da ist ihr ihre React-Videos. abandoned amusement park horror game for the longest time. Ja, gleich mal abonnieren. Martha Sao? I guess what are their, I'm gonna guess a Hat die denn auch Twitch? Sao? Sehe hier nur Insta. Which I guess is this man right here. So maybe that's a little plot line. That's a little narrative we've got going on. Also, Insta und Reddit. his eyes glow. Why does he looks like he's Ich habe sie gefunden. Danke für den Hinweis. guess that he's maybe kind of one of those like fortune teller you put in Aber schreck mich nicht, Pipo.
you know, the little animatronic gives you like a generic fortune cookie fortune thing. I think they had those at circuses. They have them at the boardwalk carnivals, so I don't... Aber ist anscheinend eine kleine Streamerin, also von dem Bekanntheitsgrad hier. Freaky little girl with strings out. Also gut, dann checkt sie gerne aus und gebt ihr ein Abo und das Like. Find her so unpleasant. Just... Damit sich das auch für sie gelohnt hat hier. Cords coming out of her eyes freaks me out. I don't want to know. I'm already... Du musst, liebe Pipo, den Kollegen da sagen, die mit dir das gemeinsam machen, mach das gerne kürzer. Since the story as Sonst fällt das auf dich zurück. The house of this guy and then his memories in the circus, I think it is brilliant. Weil die Leute sollen ja bei dir vorbeischauen und nicht sagen, ich habe mehr als genug gesehen. House with like a circus tent draped over the top of it, and I think that's super cool. So coming out 2023, I know that seems so far away, but it's going to be here in no time. We can put it on our wish lists on Steam and eagerly... War das ein Jump Cut gerade? Awesome, and I cannot wait for reveal. Hab mich auch erschrocken. Ich bin zu alt für Jump Cuts. Oh, das kenne ich. Das ist Scorn, ne? Oder? Nee, doch nicht. Okay, ist Erster Weltkrieg statt Scorn oder Zweiter. Kurz, falls hier noch was zu Scorn kommt, also das gigaeske Alien-Horror-Ego-Game. Ich habe das auf der Gamescom gespielt, aber leider ist da noch Embargo drauf, bis Ende September. Ich glaube bis zum 21. oder irgendwie sowas. Deshalb werde ich mich inhaltlich, falls Scorn jetzt hier nochmal weiterkommt, das kommt ja auch schon im Oktober raus, nicht weiter dazu äußern. Hat mich nur gerade eben erinnert da am Anfang. Aber ich werde noch sehr, sehr ausführlich drüber sprechen. Oh, das ist ja Deutsch! Der Zweite Weltkriegs-Shooter mit Aliens und Zombies. Ja, danke, Netman. Giga Games. Sie kommen! Ist das der Horror des Krieges mal verbildlicht? Für dich sind nur 2 Minuten vergangen. Ich war eine Ewigkeit in der Hölle. Der liegt im Krankenbett. Ich weiß nicht, ob ich träume oder wache. Hier in den Gräben bin oder zurück im Haus in Berlin. Ja, in Berlin wäre es auch scary, bei den Grundstückspreisen und den Energiekosten vor allem. Aber es ist schon eher Zweiter Weltkrieg hier, ne? Wenn dann. Oder? Oder ist es schon zu modern für Zweiter Weltkrieg? April 20, interessanter Name, nein, Ad Infinitum, das Game. So, das schon Pipo. For me because of 2 factors. The first one is that I'm going to have 2 guests instead of 1, and the second factor is that, and this is my personal opinion, and I can share my personal opinion here because this is my show and I can do whatever I want, that we'll talk about the game called Ad Infinitum, and I'm super hyped about this title. I'm following this project for some time, and I'm just happy to able to speak with Lucas and Thomas, the developers responsible for Ad Infinitum. Hi Lucas, hi Thomas, how are you? Hello, thank you. Nice to meet you. It's a really cool opportunity to be here and talk with you. Yeah, thanks for the opportunity and thanks for the kind words. So, your game... Mal die Kamera mal kurz ein bisschen heller machen für euch. ...combines the horror of war with the, let's say, classic paranormal horror. And I'm just curious, what inspired you to do it? Basically, we all know that horror, that basically war is one of the most horrific things that exists, and the horror of war, you can, of course, not really capture in a medium, in a game, or in a book, or whatever it might be. So all we are doing is basically we are taking this horror and we're giving it an artistic interpretation. Ich dachte gerade, sind das Bauchredner. Very important to us. Aber der eine ist nur ein Standbild, ne? War is a delicate topic.
And in lots of games, it's portrayed as competitive, like fun gameplay, right? Exactly. A lot of games use war as an entertainment factor. You can kill enemies, you can shoot, you can play with your friends. But there are not a lot of games that basically deal with the... Sind das Deutsche? What is war causing with... Ja, aus Berlin. Hekate Games. Involved soldiers, civilians, and so on, because people are basically marked for the rest of their life. And we wanted to show also that grim side of war. We think World War I has a... Erster Weltkrieg, nicht Zweiter. Aber dann sah es doch recht modern aus, oder? Na gut, ich bin aber auch nicht so versiert, die Unterschiede, also... The whole industrialization. Wo gab es Aufzüge und wann nicht? Modernization of war, and humans were suddenly no longer standing face to face with swords or rifles, but basically just sitting there for hours in their trenches and becoming really traumatic by the costs of war. And that's something we found intriguing, combining that. Oh, No Name im Chat sagt, das gibt's noch, davon gab es 2017 mal einen Trailer und dann ist es von der Bildfläche verschwunden. Also deals with this. Also ich hatte es nicht im Kopf, aber das kann natürlich sehr, sehr gut sein. Man weiß ja, wie schwierig teilweise Spieleentwicklung ist. Das sieht jetzt einigermaßen, also für ein Indie-Game speziell, durchpoliert aus. Man sieht ja schon, also es hat schon einen gewissen Style. We are an anti-war game, obviously, right? I think it's important for the people to know that we are a psychological horror game. And we are not an action game. Some people might think because it's war-based that you can shoot a lot and there's like action gameplay. That's not the case. It's okay, ja, Action brauche ich persönlich auch nicht, wobei... Historical tools you can use. We have a historical environment combined with... Also wenn das bedeutet, oh, ich kann Gegner nicht bekämpfen, aber dann muss ich mich vorbeischleichen und von untötbaren Gegnern verfolgt werden, da kann ich das ehrlich gesagt nicht mehr so richtig sehen. Ich hoffe, das bedeutet das nicht. Yeah, we really want you guys to experience that. Und ganz ehrlich, also, man sieht ja Gegner da, ne? Falls es Gegner jetzt sind überhaupt, oder man selber ist der Gegner und sieht die anderen so. What is real, what is unreal? Are we still in the war? Den Horror des Krieges durch Symbolismus darstellen und Horrorelemente ist jetzt auch nicht das Originellste, muss man so ein bisschen sagen. Movies dealing with the World War I, All Quiet on the Western Front, for example, The Storm of Steel, and I think what's really interesting. Aber mal anschauen. Perspective, a German perspective, something that's not often used. Will ich ja trotzdem mal in regards to World War I. Kurz mal rein für einen Stream oder so oder mal für eine Session. We also want to portray the gruesomeness of war as realistic as possible. On the mind of a young soldier. Nakon, der Publisher. Da ist Scorn. Nee, doch nicht. Wieso sehe ich überall Scorn? Aber es ist doch Scorn. Die Body Farm. Die Körperfarm. Nee. Aha. Okay, jetzt sieht es wieder nicht aus wie Scorn. Nimm die Pille. Noch mehr giga-eske Horror-Games. Baby Born. Dark Fracture. Okay. Aber es sah aus wie Scorn. Komm, People. React mal drauf. Now it's Interview. To be very, very scary. I would even say creepy as fuck, because I have a great pleasure to be able to speak to Nisai Becker from Twisted to Studio, the developer. Ja, sag mal. Upcoming psychological horror called Dark. Lass mich raten. Du magst Giga, oder? I'm doing great, thank you. And how are you? I'm super excited to speak with you because I love scary games and your game is scary. But I have a little question to you because when we look at the Steam right now, we see so many walking horror simulators when you explore some locations, getting scared by jump. Was würden die Spieleentwickler machen, wenn sie nicht mehr Spiele nach Art von Giga oder Lovecraft machen könnten? Da würden ja 95% der Horrorspiele wegfallen, so ein bisschen gefühlt. Very curious, how
How did you do it? How did you build such great atmosphere in a game that people just love it? I think that the prologue of Dark Fracture showcases several different elements that players found intriguing. The atmosphere slowly changes and intensifies before the player, and is basically driven to make you feel like there might be a jump scare around any turn. Aber mach doch keine Jump Scares, das ist nicht scary. Usually isn't the case. We put Also ein Jump Scare, man erschrickt sich nicht durch einen Jump Scare. Durch einen Jump Scare zuckt man zusammen. Durch das Plötzliche, durch den Tonunterschied, der Lautstärkeunterschied. Aber Jump Scare ist nicht scary. Nur den ihr macht. Oh, da hat er mich aber gekriegt, indem er die Lautstärke ganz schnell gewechselt hat. Fuck Jump Scares, Leute. Left a lot of questions and mysteries unsolved. Deshalb hoffe ich mal, dass das nicht die Grundlage von dem Spiel ist, mein werter Entwickler. Community and took every feedback or review about the prologue in a very serious way, which kinda helped. Weil wir gerade so das Thema ein bisschen hatten, während der Kollege hier noch weiter erklärt. Ich hatte noch, wenn wir Bloodborne damals noch Game 1 gehabt hätten, ist ja glaube ich kurz danach rausgekommen leider, hatte ich schon ein paar Einspielerideen. Ich hätte nämlich so einen Werbespot gemacht für Baby Bloodborne. So Baby Born, aber Baby Bloodborne draus. Und irgendwie, der geht dann los wie so einer dieser Werbespots. Aber das Baby fängt an, 100 Liter Blut rauszuspucken, wenn man das so hochhält. Ich sehe da nur Trans, dem ich das Baby so in die Hand drücke. Und dann kommt aus dem Baby Bloodborne nur einfach wirklich für 45 Sekunden. Das wäre so lustig geworden, Leute. Aber leider hat es zeitlich nicht ganz gereicht. Baby Bloodborne wäre aber sehr... Ich hätte meinen Spaß gehabt. Aber jetzt habe ich euch die Idee wenigstens mal genannt. Ich lache immer noch drüber. Nach 7 Jahren. I wanted to create an unfamiliar world which mixes all of the art styles combined. I want to deeply thank everyone who supported the game so far, and if you didn't yet try the free prologue of Dark Fracture, give it a try. I'm sure you'll like it and I can... Also mal reinschauen würde ich jetzt hier auch. Sieht auch nicht so super originell aus eben. Also ich wünsche dem Entwickler natürlich auch alles Gute. Mal kurz ausprobieren. So viel gibt es eben horrormäßig so ein bisschen wie Sand am Meer. Leider. If you did enjoy the game, please add it to your wishlist. It helps us a lot. Vielleicht wenn Bloodborne 2 rauskommt oder so, ne? Wäre das was. Oh, es wird noch hier wieder dunkler. Muss meine Kamera noch ein bisschen anpassen. Mal ein bisschen heller. His broken mind leaked his fractured soul. Es gibt noch eine davon. Endless labyrinth. Was ist denn mit Pipo? He longed for respite from Ich bin ein Pipo-Guy. Jetzt haben wir aber Sneevil. he had never really Evil Sneevil. alone. This dude works here? What is this? You couldn't pay me enough to do this. I'd rather Sneevil. dead bodies. Is he working like a Ist mortal? die auch auf YouTube? These tables are for. What is that noise? Ne, die ist auf Twitch. Ihre Tagline bei Twitch ist Big Booty Speedruns. Also irgendwie hast du mich damit. Die macht sogar Resident Evil 2 Remake Speedruns. Umso besser. Not supposed to be there. But how did it get there? Oh, weird. What is that? Was that there before? This was not there before. Also schon mal gucken, wen ich hier alles abonnieren darf gleich. Guckt die sich das auch an? Did we just go into another universe? Immerhin, sie spielt ja. Na? Oh, we're running low on sanity. We're running low on sanity. We gotta go locate our medication. Oh, sie ist sogar live. Stop it! I'm getting harassed by tables. I think I need this. And oh God! Die ist immerhin live, die Sneevil. Im Fear Fest. Warum hat du mich nicht angerufen? For sure. Do you guys hear that? Gregor, mach auch mal ein React und Let's Play. That's my keys. Will ich auch hinkriegen. My keys. Never mind. This is a
terrible idea. I agree. I wholeheartedly agree. What is that? Is that hands? Thomas Skutula schreibt auch im Chat, sie reacted auf ihre Reaction. Ich sollte eigentlich ihre Reaction dann jetzt hinpacken und auf ihre Reaction reacten. World Premiere. Nein, was gibt's? Hotel Santa Divna. Du bist in einem Hotel und du suchst Geister. Du hast eine blutige Nase und eine Uhr. Oh. So ein bisschen Akte X oder? Oh, Puzzles. Okay, Puzzles finde ich wieder gut. Also man kann echt behaupten, also rein stilistisch, auch wenn das natürlich ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber Amnesia hat so ziemlich das Horror-Game revolutioniert in den letzten 10 Jahren. Perspektiventechnisch. Phobia, St. Divna Hotel. Available now. Oh, merke ich mir auch mal. Das sah ganz nett aus. Bisschen Akte X. You can have a good horror game with scary characters and terrifying story, but if you want to have a great horror game, you need also a creepy. Marty im Chat kennt das schon. Ach, schon lange draußen. I'd like to welcome my next guest, Fabio from Pulsatrix Studios, and we're going to speak about their game. Aber dafür sind solche Streams ja auch da. Ich habe ja auch nicht alles im Blick. Ich habe das jetzt zum ersten Mal erst gesehen. Oder zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. I'm very interested about one thing. What inspired you to make a game that's so heavily focused on one place when the location, the hotel, plays the main part in the story? Yeah, since the initial ideas of our game, we wanted to focus on environment exploration. We want to focus on having a heavy tension feeling. Okay, Environment finde ich gut. So we decided Ballern muss man mal gucken. A small environment and a very detailed environment to try to give all this tension, all this feeling of loneliness and claustrophobic feeling to the place. So heißt das Hotel Phobia? Yeah, for the hotel. Weil er Fabio heißt mit Vornamen. When watching the movie. Oh Gott, das muss es sein, ne? Also Phobia passt ja auch. Wobei mit F ist falsch geschrieben, weil das schreibst du mit PH ja eigentlich. Aber wahrscheinlich, weil der Fabio heißt, oder? Heißt es Phobia. Ich habe das Rätsel gelöst. Das größte Puzzle ist das Puzzle des Lebens. Und ich habe es gelöst. Phobia Döler. Danke, Wurfel Deluxe. Environments and all that kind of stuff. So this idea came up pretty well for us to just detail one. Ich kann schon sehen, wie dieses Spiel entstanden ist. Da sitzt der liebe Fabio und schreibt seinen Namen auf den Zettel. Und dann auf einmal schreibt er statt dem O ein A und statt dem A ein O. At the same point, we try to explore the hotel as most because with the camera we can see different environments. Das wäre ja was. So we can make. Würde ich fast sagen, mit am interessantesten bisher für diese Mischung. The same environment twice. Bei Phobia, von den Games, die sie bisher gezeigt haben. To have a smaller place, have some different interactions in the same place, just using the camera feature, which explains a lot our main interest in the game, which was the environment interaction. Phobia 1960. Is an indie game from a Brazilian team. We're a small studio from Brazil. It's our first game released, and we are very happy with. Okay, das sieht schon sehr nach so ein bisschen Sanity-Effekt, Amnesia-Style aus. Also mehr in der Richtung, oh, die Angst. Ich muss Angst vor der Angst haben. Environment exploration, puzzles, a lot of puzzles and some combat as well, because we don't want. Sherman Kleinigkeit schreibt im Chat. Guten Abend, schön ein bisschen mit dir abzuhängen, Gregor. Ja, freut mich, mit euch abzuhängen. Machen wir ja nicht so häufig. It can be a nice game for. Und wir haben ja auch ein paar nette Games gesehen. Und ich habe ein paar neue YouTuber, die ich subben kann. Und Twitcher. We have a demo available. Mit Pipo und Sneevel. Kind of games, I'm pretty sure you. Habe ich wieder guten React-Content zu schauen. Also Phobia auf allem Möglichen draußen. Müssen wir auf PS5 oder Xbox mal geben. Gameplay? Ach so. Diese Art von Gameplay.
Otter Lady. This is disgusting. Jetzt muss ich die mal googeln. Here. Ich bin auch fasziniert von Big Booty Speedruns oder was die Dame da hatte. Die andere, Sneevil. Otter Lady. Zieht hier Otter auf? Wir können gar, oh, jetzt sehe ich weibliche Otter. Okay, Otter Lady bringt nicht so viel, das zu googeln. Aber Otter Lady hat getwittert. Kommt vorbei, sagt sie. I don't like this. Bro, I'm dead. I'm running. Can I get past you? Könnte ich so Horror-Streams machen, wo ich überhaupt nicht reagiere darauf? Also von wegen Facecam, aber egal was passiert, irgendwie so den Dexter Loomis hier machen. Bro, that's the machine gun. So wirklich keine einzige Reaktion, einfach nur spielen. Und das ist wahrscheinlich so das Horrormäßigste. Die Furcht vor der Existenz an sich. Otter Lady bei Twitch wäre sie. Twitch.tv/otter_lady, wenn ihr ganz haben wollt. Also Stoic Gameplay, genau das kam so. Hey Leute, schön, dass ihr in meinem Horrorstream dabei seid. Wir schauen uns jetzt gruselige Spiele an. Oh. Ich habe mich erschreckt. Erschrocken. Erschröckert. Alles gleichzeitig. So, was hat denn hier Red Bull Gaming für Preise ausgegeben? Da ist ein Pentagramm unten. Das sehe ich von hier. Aber die Engine ist nicht die beste hier in dem Spiel. Was ist hier los? Oh, guck mal, sogar ein Exclusive Trailer. Find the Secret Passage. Oh, Otter Lady Stream ist auch für Erwachsene. Ich bin aber nicht eingeloggt. Deshalb kann ich nicht gucken. Naja. Kann man nichts machen. Der größte Horror, der sagt es Baro da im Chat, ist die Framerate. 10 FPS Horror. Oh, jetzt wo es noch dunkler wird und ich hier so das Gamma ein bisschen hochgedreht habe. Ich glaube, meine Cam ist schon das Scarieste hier, oder? Oh, guck mal die Kontraste. Oh, Kontrast. Oh. Huga, huga, huga. Kontrast. Das sieht nicht so nett aus, aber irgendwie so der Qualitätsstandard ist schon, ja, haben wir fertig gemacht. Mal gucken, wie viele Entwickler dahinter stehen und was für ein Budget sie haben. Du kannst ja mittlerweile recht viel erreichen. Hellseed. Der Nachfolger von Dunkelseed. Oh, was geht hier? Asia-Horror. Ausnahmsweise mal. Spread even through the most skeptical villagers. They are talking about a demon. It hasn't shown up yet, but they can feel its presence. Kappa, kappa, kappa. Sacred blood has been spilled to open the doorway of the underworld. I'm so sorry, Uncle. I'm going to fix it all. Oh, du musst also... Oh, ist das so Tower Defense Style, wo du dein Haus vor Dämonen mit Siegeln schützen musst? Das wäre wieder mal interessant. Ja, wenn die ganzen Dämonen kommen und du alles voll siegeln musst. Now go. I must leave. Warum hat der Pizzakartons da hinten? Ikai, out now. Ist ja einiges draußen, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Gibt ja einiges. Interesting.
Great pleasure to have in my virtual Fear Fest studio Laura from Endflame. Laura, hi, how are you? So, Beam sagt, ist auch schon ewig draußen, die KI. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. This event going on and it will be awesome. You're responsible for great looking game called German Kleinigkeit hat Angst vor meiner Kontrastcam. Huah. Your title is heavily influenced by Japanese folklore, and I'm just curious, why did you decide to go in this direction? What you find so interesting in Japanese folklore? Yes. Und noch ein bisschen. First person psychological horror game. Oh, schau dir mal den Noise an hier. By Japanese folklore. Oh. All of us in the team, we like to play horror games and get scared. Not only with movies. Oh. I guess like das ist ein bisschen zu viel, oder? and Japanese folklore has a whole world of mysteries, ferocious creatures, Mit meiner Kontrastcam. stories appealing to any horror lover. It is just something that Aber es ist eigentlich ganz geil. Es kommt davon, wenn man nur eine olle alte Webcam hier hat, the team die nicht so gute Helligkeitswerte hat und ich hier nur mit einer Standardlampe sitze davor. we felt that there were so few games that has successfully brought to life such creepy J-horror tales. And that is the main reason why we decided to Statt J-Horror, G-Horror. Ikai Für was Gregor. And Und Kontrast. like you were working on, you were reading about the Aber Japanese es war gar nicht mal so ungeil, ne? Also wenn man da so ein Horror-Let's Play macht wie das hier, or something like that. we had und some dann machst du einen von denen hier, knowledge, but a lot und of research was also ich sag auch Leute, wenn ihr das jetzt guckt, lots of hours, lots of time. die offene Tür hinter mir, Internet also wo es jetzt komplett dunkel erscheint durch die Kontraste hochgezogen, kind of translate da könnte irgendwas reinkommen. that we could understand, and it was tough work, but in the end it was worth it, I think. And the last thing, what the word ikai means. Ikai means underworld in Japanese, not only in Japanese. Aber nette Idee, also schön, dass die Dame hier auch Religion, which every religion has its own word for mal ein etwas anderes Spiel präsentieren kann. Shinto religion. So you'll be able to play Ikai during the Fear Fest, and I encourage you to do so on Steam, but you can also play it on consoles. It is out for Nintendo Switch, for PlayStation 4, PlayStation 5 and Xbox. Oh, mir macht es ein bisschen Angst, wie es auf der Switch läuft, ganz ehrlich. Solche Spiele haben performancemäßig am meisten häufig mal ein bisschen Probleme, vielleicht läuft es ja gut bei dem. Ich glaube, ich werde bei vielem Zeug hier mal reinschauen einfach. Oh, wen haben wir jetzt? Something is going on here. Das ist doch Valaris. Yeah, this. Oh. Hence hundreds of demons. Gibt es einen Grund, warum wir nur weibliche Streamer hatten bisher? Mayhem. Although I don't want to. Wahrscheinlich wurde ich deshalb nicht gefragt. Alright. Zu viel Brusthaar. So, Valaris. Kann ich dich auszappen? Oh my god. Mit 2 R. Oh, die Maske. Valaris YouTube. Valaris TikTok. Dead by Daylight Streamerin. I can hear someone from above. I must be silent. Oh no. Did we do it? Ich glaube, das Einzige, was ich liefern könnte, wäre ein Annette Let's Play. Mit der netten Annette. Würde das ziehen? So ein Pokémon Splatter Horror Game mit Annette Let's Play. Was soll denn das hier, Internet? Ich will doch bei Valaris kurz mal drauf schauen. Ich meine, die sehe ich bei YouTube hier. Gut gemacht, Valaris. Card! Puzzle solved. Oh, good! Oh, sehr viel. Dead by Dead. Nee, Mortuary hat sie gespielt. The Mortuary Assistant. Das müsst ihr eigentlich auch mal spielen. Das habe ich auch vor einiger Zeit mir geholt. Oh, da sind wir wieder in Krakau. Komm, das muss aber jetzt enden, dass ihr das Silent Hill 2 Remake findet, oder?
Mach doch nicht das Discord-Geräusch da rein. Das erschreckt mich ja fast noch mehr als alles andere bisher. Alone the Dark glaube ich nicht, dass es ja hier ist, werter Kame im Chat. Weil es ist ja Bluebird. Bluebird-Team hat ja nicht viel mit Alone the Dark zu tun. Also kann sein, dass sie es noch zeigen. Aber der Part jetzt hier, entweder geht es noch mehr um Layers of Fears. Oder die zeigen endlich wirklich mal was vom Silent Hill 2 Remake. Aber das ist ein zu kleiner Stream dafür, ne? Guck mal, ein Horrorspiel aus Ego-Perspektive. Endlich macht jemand mal sowas. Was ist der Hook? Oh, ist das... Ist das Devotion? Nein, oder? Kommt das wieder zurück? Nee, es ist nicht Devotion, ne? Oder doch? Weil Devotion hatten ja, bevor der Panda aus China gekommen ist, hatten Katharina und ich ja nochmal durchgespielt, aber es ist ja auch schon ein bisschen in der Nähe, es ist nicht Devotion, da gab es so keine hängenden Schweine. Erinnert mich gerade so ein bisschen daran. Birthday Candles. Das Schwein kommt wieder zurück. Sadako steht im Raum. No return. Ich bin nicht Devotion. Unreal Engine und Steam. Ist ja auch was. I really like when developers put in their games references to their own culture. I generally believe that video games are a great place to learn about cultures from all around the world. And I don't know why, but I especially... Aber sag euch mal was, Leute, wenn ihr alle schon hier seid. I have a great pleasure to welcome my Patrick, the developer responsible for the game called Twitch.tv. Wenn ihr jemanden bei Twitch followen sollt oder euren Sub dann geben. Ich gucke mal, dass ich da nicht die falsche Adresse hier habe. Das falsche weitergebe. Aber wenn es noch nicht macht, geht zur lieben Katharina rüber. Ab und zu streamt die ja auch nochmal. Ich weiß nicht, ob sie aktuell was hier mit dabei hat. Aber gelegentlich macht sie ja auch. Schaut gerne mal vorbei. Twitch.tv cut_casino mit einem K. Ich poste das nochmal in dem Chat. Und klebe das nochmal an hier im Chat. Gerne bei Katharina subben. Aktuell, glaube ich, hat sie noch nicht die Gelegenheit gehabt, in der letzten Zeit zu streamen. Oder zumindest nicht die selbst, aber die kann noch viel mehr Follower vertragen. Ich sie gerne noch mal mehr als 562 Follower dann bringen. Ihr verpasst da was. Guck mal, Katharina schlägt sogar mich als Streamer vor, obwohl ich kaum auf Twitch streame. Da alle bestimmt irgendwo einen Free Sub, den ihr gerne mal da lassen könnt. Folklore traditions that were still adopted by modern families. Guck mal, Evil Alex schaut öfters mal bei Katharina zu, das ist doch schön. Also add an immersive cultural element to the game experience. Yeah, it's interest will be a good game, and let me tell you how the game interests the players. It's rare to have a game with background in 1990s of mainland China. The virtual world in the game is inspired by the... Was interessant mal zu sehen, das ist natürlich jetzt hier chinesische Entwickler. Ein bisschen natürlich nicht vertraut sind mit den Kulturkreisen. Ich finde so mal gucken, man kann natürlich nicht so pauschal sagen, oh, wenn du Horror aus einem bestimmten Kulturkreis machst, dass du auch diesem Kulturkreis zu 1000% angehören musst. Aber es hilft natürlich, wenn du dich mit der Kultur dann auch gut auskennst, ne? Und wenn chinesische Entwickler ein Spiel mit chinesischen Versatzstücken machen,
kann das vielleicht eine ganz andere Perspektive sein, als wenn es jetzt, weiß ich, wir haben ja nur war das die Dame aus Italien, die das japanische Horrorgame da gemacht hat, oder? Weiß nicht, inwiefern wie gut kennt sie sich aus? Hat sie Input von Leuten, die sich mit japanischer Mythologie auskennen? So ein bisschen Authentizität, da hilft dem Spiel häufig dann auch noch. Außer ich bin ein ganz großer Fan von Japan oder China oder Taiwan oder Thailand. Gerne die Liebe Spieleentwickler technisch verteilen und die Leute mal ihre Ideen ausleben lassen. Nekrion sagt, Skelette dürfen die in China nicht darstellen. Ja, da gibt es ja einige Regularien. Ich weiß natürlich nicht, was speziell für Blametech hier gilt. Ob das auf dem Festland in China stattfindet. Aber da gibt es ja einige Sachen. Aber sah jetzt nicht unnett aus. Nicht originell, aber nicht unnett. Die Devotion war ja taiwanesisch, ne? Das war doch der ganze Kladderadatsch da mit dem Panda aus China. Mit dem Bär, der Honigbär. Over Us. Okay. Hello everyone, if you thought that Fear Fest isn't weird enough, then you really need to check out the next game, and that will... Ja, dann zeig mal das Game bitte. Guest, Pablo, the developer of Ice Over Us. Hi Pablo, how are you? Hi, thanks for having me on the festival. Wenn wir nach der Order gehen mit Fabio hat das Spiel Phobia gemacht. MK Ultra Project. Pablo hat das Spiel Blooper gemacht. We want to tell a story from the point of view of a Lovecraftian being. Something I think I never seen before. So I wanted to... Ach, das ist schon das Gameplay. I think the game looks aus der Perspektive von... Oh, das finde ich mal interessant. Aus der Perspektive von dem Lovecraft-Ungeheuer. Really the main focus we were trying to achieve. We were asking the question, what interessant. our emotions look like from the perspective of a Lovecraftian being. So we were testing a few styles, and I remember the rotoscope style. Oh, guck mal, das, also, jetzt hast du mich ein bisschen. It's the one using the old Prince of Persia games, but this time we are using it to a not so family-friendly result. Das klingt tatsächlich ziemlich interessant. Und sogar so ein bisschen Textparser da drin mit Eintippen. Procedural. So everything you do affects the game. The game has a little objectives that the players will uncover through experimentation. So it's a game that has a lot to tell players through a lot of experimentation. Sometimes you are the one being experimented on. Sometimes you are doing the experimentation. I think it's an interesting dialogue. Mal gucken, wie das funktioniert, wenn der hat ja gerade gesagt, ein bisschen prozedural generiert, oder? Habe ich das missverstanden? You have the Lovecraftian being that plays with people. I mean, that's very surreal. And I just wanted to ask you, you're the only one-man army working on this game, or do you have a team? We are two people and one person for the music. The music is also weird and experimental. Ein Riesenteam, 2 Personen. Eine Person macht die Musik und ich mache den Rest sozusagen. Aber Respekt. Schöne kreative Vision. The art reflects how the characters are feeling. So if you pay attention, the game has a lot to tell, from the visuals and the sounds. The player just need to pay attention, and you can see a lot. Well, we just want to see the players like enjoy it and go to their little horror journeys and see how they experiment with the game. This is all sort of a big experiment for us. It's a little game, but we have a big hope for it. So let's see how it goes. Könnte cool sein. Oh ja. Das hat auch Ilias nochmal gesagt, falls ihr den Game Talk von heute geschaut habt. Gerne solche Sachen tatsächlich wishlisten bei Steam, wenn sie euch interessieren, weil das Publishern zeigt, dass Interesse bei dem Spiel ist und sie potenziell kleinen Entwicklern unter die Arme greifen. Okay, Missing Person, Knock Knock Knock. In der Schule unterwegs. Oh, ist das ein neues Corpse Party?
Corpse Party US Edition. Ich hab doch nicht gelogen. Ist das so Ghostbusters eher, oder? Oder so ein Motion Tracker wie bei Alien. Nee, der lasert so ein bisschen herum sogar. You know, son of mine. Das Genesis-Spiel. Hello? Oh, I shouldn't step on the grave. Das ist ja wieder unser Sneevil. Is it a child? Do you need help? Where's your parents? Come back! Come back! There's nowhere else to go, and it's about to run out. Slender mit Gegenwehr, sagt Skotula. Just run. Go. Wenn Slender ein bisschen entspannter wäre, könnte man das Schlender nennen, wo man einfach so rumläuft. Sorry, I was about to say I'm not good at playing horror games. Like I genuinely get really scared. Also, ich hoffe, die Dame zieht nicht nebenbei mir ein. Oh my God, I can't. Hat sich gerade vom Menü erschreckt? Nein, die hat Pause gemacht, weil sie sich so erschrocken hat. LB to run at your own risk? Bro, what do you Ja, ich hoffe, die zieht wirklich nicht bei mir ein. option? I'm not gonna do it. In der Nähe. Game is sponsored by cardiac arrest. It really gets the heart going. Wenn die vor allem nachts auch noch streamt und ich dann nicht schlapp, da schrecke ich mich ja zu Tode. Das wäre schon ordentlich. Alter Verwalter. I hate this game. It's blinking. Mögt ihr sowas? Also diese ganz lauten Schreie und auch so oft. I hear the stupid little kid. Guys, we're screwed. We're screwed. My red is out. Ist so ein bisschen dieses Overacting, was da nochmal dazu kommt. Okay, that's fine. That's just my gun recharging. Das musst du. Oh, jetzt schrei aber nicht, weil du nur einen Kopf da. Du hast dich vom Umschnitt erschrocken. Ich weiß ja, dass man sich auch sehr ranversetzen kann hier. Safety is right here. Ich erschrecke mich ja auch ab und zu mal, aber es ist, weil ich mich erschrecke. Yes, we're outside. Und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich habe mich zu wenig erschrocken, deshalb werde ich mal lauter. Okay, what's out here? Aber es kann natürlich sein, dass das ist ja so zusammengeschnitten. Vielleicht sind die ein bisschen weiter auseinander, die Schreie. Is that the end of the demo? Uiuiui. Get some claps in the chat. Okay. Okay, ihr habt mich. Was ist denn jetzt passiert? It sounds scary. Oh my god, it's so cute! Anyways, I'm not going to sugarcoat this. Things are going to get worse from Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich, Leute. Oh my god, everyone's so cute. Lass mich den Text von Gregor lesen. Right? Yes! Ew, look at his face! Breakfast with what? Oh, wir haben Gregor gegessen! Oh. Sie haben Gregor gegessen, die Schweine! Oh my god. Yes, queen, she's serving face, just like me. Smile Mortis. Should have kept the door locked. Also das könnte ich auch machen, so... Oh, sogar RPG-Kämpfe. Smile Mortis. Hi, Cabbage. What's the tea? Don't worry, as leader of the Chompets, I'll make sure none of the humans know about us. Smile Mortis bei Twitch. He, him, demon, horror lover, drag artist, forensic graduate, anime geek. Vielleicht kann ich mir auch was abschauen für meine Streams. Why would they be terrible? Warum haben sie Gregor gegessen? Aus Gregor wird Ragout. I know, clear skin. What's their secret? Wird lecker Rohgerk draus gemacht. Rückwärts. Sinking the knife to your chest. Yes, Mariah, you got that. Oh.
Oh, aber Smile Mortis ist offline. I know, this didn't happen last Der begleitet sich nicht beim Stream. Er hat's durchgespielt. Ein Fuß. Oder eine Hand. Do you know where you are? You are already dead. Du bist schon ein Vater. Privately run emergency room, Saint Icarus. I will not lie to you. There is still a long way to go before you can go home. In the meantime, do as we say. The doctor wants to see you. And don't get disturbed by some of our more mentally confused cases. Oh, thank you, dear. You will feel a little sting. Nicht unnett, aber ein bisschen simpel natürlich. Oh, die hat keine Arme. Keine Arme, oder? Oh, krass. Oi. Und da kommen die Oh. What? Okay, es ist ganz spannend, muss ich sagen. Jetzt kommen mal die interessanten Games. You know, you are a very lucky girl. The ER. Patient Typhon? Typhoid? Hey girl. Oh, da ist er wieder. How you Gibt's aber auch schon. Kind of hard holding a cup like this. Okay, well, sucks for you. Piggy. Ich glaube, den Style kriege ich leider nicht hin. Open this fucking door right now. Go, girl, go. Get it together. And right here, run. Oh. Geknuspert. Ich habe im letzten Jahr das zweite Yomavari fertig gespielt, endlich nach langer Zeit. Ist auch ein bisschen so ein... Okay, wir sind im Nazi-Keller gelandet. Oh no, he's like... Interessant. Not them setting that... Er wollte gerade sagen, Yomavari Night Alone war eher, wo man mit dem kleinen Mädchen fliehen musste. So ein bisschen durch japanische Vorstädtchen und Gruselmonsters. Please don't kill me. Jetzt hat die ganz große, dicke Arme. Und reißt alle kaputt. Katana wins. Flawless victory. Er hatte einen Fächer. Monster. Ja, anscheinend, wenn das böse Ärzte sind, haben die Kanister mit Hakenkreuzen im Keller. Der absolute Horror. I'm so sorry you... Bro, you're alive. Bestie, you come. Ich glaube, ich hatte da nicht so viel, was ich mir abschauen kann für meine Streams. So einen Style kriege ich leider nicht hin und laut schreien die ganze Zeit würde ich auch ungern. Was kann ich denn als Horror-YouTuber dann machen? Wimmern kann ich, glaube ich, ganz gut. Ist das ein Ei? Bist du gerade von Humpty Dumpty verfolgt? Weil wenn ich dann solche Horror-Games zocke und dann voll panisch bin, dann sage ich, oh nein. Das kann ich. Weil dann wimmer ich, weil ich Angst habe. Das andere kriege ich leider nicht hin. Tut mir so ein bisschen leid, aber ich habe auch die coole Kontrastkamera jetzt für mich entdeckt. Die Ohrringe könnte ich maximal, ja. Aber ich habe hier Kopfhörer auf. Dann kann man die nicht sehen. Oder dann drücken die ganze Zeit. Ist das jetzt Humpty Dumpty? Das Alice im Wunderland Horror Game. Ein Ei wird keinem wehtun. Erst kommt der Zug, dann kommt das Ei. Und unten ist eine Batterie. Batterie meine ich. Humpty, the Horror Game.
Gumpty. Ich war nicht so weit davon entfernt. Gumpty statt Humpty. Gumpty das Ei. Played so many horror games and I met so many various creatures that tried to kill me, like, you know, regular stuff like vampires, big spiders, demons, zombies, etc, etc. Even that big plushie toy from Poppy Playtime. But I've never encountered an egg in horror game, and this is both weird and intriguing. I need to stick with... Moment. Da muss ich mal eingreifen, werter Lukas. Du hast noch nie ein Ei gesehen bei einem Horrorspiel. Was war mit Resident Evil 4? Die ganzen Hühnereier, die man da einsammelt, ha? Mein Freund? Noch nie ein Ei gesehen im Horrorgame. Wirklich. So viele geknuspert bei Resident Evil 4 von den Eiern. Der gute alte Gumpty. Gumpty Humpty ging mal zu der Wand. Was ist das Schlimmste, was dir ein Ei geben kann? Ja, Salmonellen? Leute, ihr habt das nicht zu 100% durchgedacht. Eier können natürlich schrecklich sein. Denk mal an Zack McCracken zurück. Das Ei in der Mikrowelle, die arme Flugbegleiterin, die macht heute noch sauber. Nach fast 30 Jahren. Nach mehr als 30 Jahren sogar. Eier sind voll scary. Even the idea of an egg with, like, you know, arms and legs, it's very also können scary sein. Lecker und auch scary. Me and my brother kind of brainstorm all this. So for Scary. also wanted to make the gameplay a bit Leckery. interesting. Irgendwie so. All horror games, you kind of just walk around and it's more scripted with all the jump scares. Also eine Stunde war der Stream nicht. Wir sind jetzt bei 90 Minuten. Ich würde mal sagen, die gehen wahrscheinlich auf 2 Stunden hin. Da kriegen wir noch gleich ein paar coole Streams von Pipo oder so. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Oder von der Dame, die sich vor ihrem eigenen Schatten erschreckt. Mathmati schreibt im Chat, der Dev sieht aus wie 20, klingt aber wie 40. Ja, das macht übermäßiger Eierkonsum mit dir. Geht auf die Stimmbänder. Aber so eine Stimme hätte ich auch gern. Guck mal, wie tief und sonor. Da werde ich ganz neidisch. Auf deren Twitter ist von 80 plus Games die Rede. Das ist doch Quatsch, oder? Wie viel haben wir jetzt denn? 10? Wir können doch nicht bis morgen diesen Stream machen. Vielleicht kommt am Ende eine Liste. Und diese 40 Games könnt ihr auch noch haben. World Premiere. So, wen haben wir jetzt? This is so eerie. Holy crap! Why is this place so big? Oh, die ist neu. ASMR TV. 10 keys, right? 10 keys to... Mal gucken, ob die auch so schreit. Oh, I am so lost. Ich glaube, die schreit. Let me out. Die schreit ja jetzt schon, wo nichts passiert. Thing, right? The problem is my bad luck. I kind of walked right into him. Oh God. Lukas findet die Brille nice. Ja, die Brille ist ganz nice tatsächlich. Immerhin, dass sie nicht so laut erschreckt. Das ist schon mal was. Oh shit, no. Shit, don't do that. Collect. We have 2 keys. Okay, so we got 3. Wo ist das Ei? 4, 5. Toilette ist nicht geil positioniert in dem Raum, die Toilette, muss ich sagen. 6, okay. Kick the door. Let me in. Da ist es. Das große Ei. Okay, this map's actually creepier. Fuck. There he is! I see you, Egg!
Whoa, I don't even know if you can. Okay, viel besser als die Scary Cram kriege ich das, glaube ich, gerade nicht hin, weil es so dunkel geworden ist. Und ich nur mein Tischlicht hier anhabe. Und den Monitor. Aber ist ja auch gut für die Stimmung. Ja, im Gameplay sieht das wesentlich weniger gruselig aus, ne? Das sagt auch Lukas im Chat nochmal. So mega gruselig wirkt das jetzt nicht. Das ist dann immer nur der Jumpscare in der Mitte. Oh, aber die haben alle diese schicken Gamerstühle, ne? Ich habe hier nur so einen Bürostuhl. Okay, we just plugged the USB stick. 2 hours of trailers, horror games and other stuff. 2 hours. Cool. You're going to bed? No, wait. I'm gonna hold on for a little more. Okay. I can't believe there's only interviews and trailers. I think there's something more to it. I'm gonna join you later, okay? Okay, I'm tired. That's all. Hi, everybody. Just woke up. Yesterday was a shit show, to be honest. Today is gonna be a better day, I guess, because my plan is to go and eat something cool. Maybe take a walk around the Krakow. Me and Phil. Die ist weg. Okay. Me and Philip. Honey. Sie spuckt Blut. Hey, it's not funny. Hat gerade ihre Stromrechnung gekriegt. Hey. Are you okay? Auf dem Bildschirm ist nichts. Jo. Everyone loves a good scare from time to time. Die hatte ich auch schon wieder komplett vergessen. Serotonin you get from finding a solution to a life or death scenario where a monster is seconds away from ripping you to shreds. Well, in games anyway. Get ready to have your brains picked. Good Shepherd Entertainment. Oh, exclusive Trailer mal. With a gun can rob a bank. Robbing a train? Now that's a real feat. I don't like this. Let's call it off. Okay. What the hell is happening? Oh, don't be so surprised. I am a devil after all. You like games, Mammon? Then how about a hand of poker? You really think you could out-cheat me? Well, it's time to cash in those chips. Whatever Mammon did to us in the ghost train, he hurt all of us. But you and Kestrel, you got the worst of it. We'll track him down. We'll get back everything he took from us. Also der Teufel hat uns zu My people also have a legend about the horned snake. Geister-Cowboys gemacht. He could take on the form of a man to seduce people and twist their minds. You're saying that there's some kind of Hellgate station and that I can find it? Nicht unnett. Aber was ist das für ein Spiel? Ist das Strategie? Da ist schon mal hier Hard West im Chat gefallen. Muss ich auch gerade so ein bisschen dran denken. That's why Mamon's keeping the souls he's been collecting. We may not be ready, but we need to take this chance. Cutting you loose, friends. Clive, don't do it! We were partners. Nicht Clive. We were brothers. I know all too well how you treat your... Verratet ihr mir gerade die gesamte Geschichte? This time I know, but this is me fixing it. Moment, das ist Hard West 2? Ich hab's noch nicht gespielt. Hä? Wirklich? Geht das so in Richtung Horror? Fear Fest is taking us to various places. We were in space, we were in... Okay, ich hab's heruntergeladen und installiert, aber ich dachte mir an ein... We are in Wild West, or should I say Hard West. I have a great pleasure... Traditionellere Strategie-Game. Grzesiek from Ice Cold Games. Ich hab's überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es ein Horror-Game ist. Hi Grzesiek, how are you? Hi, thanks for having me. Personally, I really like Hard West. Naja, sieht wie Hard West 2 aus. This game and it's amazing. I really like it. But please tell me one thing, because your game is a sequel to a previous title called, well, Hard West 1. And I'm curious, how did you approach the challenge of, well, being better, beating the previous title? Creators of Hard West 1 left behind some pretty
big shoes to fill. Fortunately, they also left behind lots of documentation, source material. We had an opportunity to look up the reviews of a very well-performing game. So on one hand, it was kind of intimidating. On the other, it was a great opportunity to look at a successful project from multiple angles and make very well-informed decisions from the very get-go. Okay. Habt ihr schon gespielt? So viele Games, ich sollte es mal auf dem Steam Deck installieren, fällt mir auf. No? Das wäre eigentlich wahrscheinlich sehr gut dafür geeignet. If you've seen Westerns and play tactical games, you know that they don't really go well with each other. Westerns are all about these fast shootouts, while tactical games are about hiding behind covers, waiting for an opportunity to flank the enemies or get them in your Overwatch. That's why. Hat Overwatch gesagt? Which is a cornerstone of our entire gameplay, and this is the mechanics that makes our game feel more aggressive compared to any other tactical game. It works like this. Each time your character. Es ist natürlich der Horrorfaktor oder der Gruselfaktor etwas runtergedreht bei so einer Art von Game. Aber dieser ganze okkulte Anspruch kann dir natürlich kann sich aufs Gameplay sehr stark auswirken. Mit so Skills und Fähigkeiten, wie die Charaktere sich verhalten können. Der Lone Hunter, sagst du auch so ein bisschen XCOM-Vibes, das ist ja das, was Hard West so gewesen ist. Für der erste Teil, ich weiß, damals waren die Techland-Leute zu uns gekommen. Es war doch Techland mit Hard West. Zu uns zum Rocket Beans Hauptquartier. Und ich weiß, dass ich mit einem der Entwickler gespielt habe damals den ersten Teil. Ich habe es auch auf der Switch drauf, den ersten. Und den zweiten jetzt mir eben auch auf PC nochmal geholt. Aber ich hatte es überhaupt nicht im Blick. Habe ich einfach nicht drauf geachtet, dass es so eine okkulte Serie ist. Komplett verdrängt. That's on me. Street like in an actual western. So each time there is a cover, there's a huge chance there's a ricochet object nearby, which will allow you to bypass. Aber es ist natürlich jetzt, dass sie dem Spiel so viel einräumen und das schon draußen ist, ja? Better chance to hit. Keep in mind that enemies also can ricochet, so you definitely should not stay back. Ricochet Abpraller. It's all about being in your face, going after them. Dass du wahrscheinlich so schön Billard mit den Kugeln spielst. Wenn ihr so eine Art von Spiel mögt, behaltet mal Miasma Chronicles im Auge. Das habe ich auf der Gamescom gespielt, das war ziemlich cool. Das war ein bisschen so Endzeit-Vibes und XCOM-Style-Kämpfe. Das war ganz cool. So, die müssen uns doch jetzt Silent Hill 2 gleich geben, ne? Am Ende. Aber dafür wirkt dieser Stream zu klein für eine Silent Hill 2 Ankündigung. Irgendwo muss das doch hinarbeiten, diese ganzen Clips, die sie haben. Okay, 2 Schiffe, 1845 glaube ich stand da. Nie wieder gesehen. Bis jetzt. Der fliegende Holländer. Du bist auf einer Rettungsexpedition, aber die arktische See wird gefährlich und jetzt ist es mehr Survival statt Horror gleich. Ja, so ein bisschen Strategie-Survival, ne? Ist leider nicht ganz meins, muss ich sagen. Aber das Artwork ist ganz cool. Ist echt ganz nice. Fast schon so ein bisschen so Oldschool Pirates Vibes. Wo ist der fliegende Holländer? Basierend auf einer wahren Geschichte. Terror. Terror. Endless Night. Terror. Terror. Called in here, but not because of my next guest, but because of her game. Because right now I have a pleasure to speak with Alexandra from Asian. Ich muss mal kurz for the game called
Terror Endless Night. I know it's a, you know, your Mein Netzteil holen für den Laptop, wo ich den Chat hier drauf habe, bevor der ausgeht. So, hi Alexandra. Wundert euch also nicht, Hi, I'm fine. weil ich die Kamera ein bisschen ausmache, aber Alexandra erzählt uns kurz ein bisschen. Ich bin in 20 Sekunden wieder da. Inspired by true events. It's inspired by the infamous Frankie's expedition with missing HMS Erebus and HMS Terror. And I have a very simple question at the beginning. Why? Why this event Ansi Science decided to make a game about? Okay, so the story was very interesting from our point of perspective, not only because the horror of the crew and the expedition was very interesting, but also we knew that there were some expeditions sent after them, and actually they couldn't discover what happened. So, da bin ich wieder. What if one of Oh, ich meine, Jumpscare, aber muss das Netzteil anschließen. Okay, what happened? What if? So Wir wollen ja nicht, dass der Chat ausgeht. not only by the true events, not only by the story of the Franklin expedition, but also. Aber ich kann mich so erschrecken, oder? We. Oh, wo ist der Gregor hin? Puh! About not only Klappt das? the true events. Puh! Wanted to make it from the other side. Your game is a story. Klaus muss ich trainieren für meine Twitch-Horror-Karriere. To, you know, manage the crew, the resources of the ship. Ach, der Chat komplett erschrocken. Me right now, okay, but why? Meine Karriere ist gesichert. Fear Fest, and I know that the terror also has some horror in it. So, what is the fear factor here? Well, the fear factor, wow, that's a complex question actually. Story itself is a very horror story because you find yourself in a very challenging situation when you have to manage the cold resources that... Erschreck uns doch nicht so, sagt Lukas. Ja, es tut mir leid, aber ich bin nun mal eine scary Horrormaschine. Situation that they Und das Spiel ist ja auch ganz angsteinflößend, wie uns die Dame hier erzählt. is that somehow you Sollte der Stream wirklich 6 Stunden dauern, ziehst du durch? Nein. Ich schaffe das leider nicht, weil ich habe also ein paar Stunden habe ich ja gerechnet, so 2 oder so. what you can do. Aber ich muss ja sagen, ich bin nicht nur alt, ich bin auch seit 6 Uhr morgens unterwegs heute. Okay, how Und ich spüre schon so langsam, I want to go. auch wenn es noch nicht spät ist, aber Decision I have ich bin schon ganz gut durch heute. to make sure that we got Und ich weiß nicht, ob ich 6 Stunden lang brauchbar mit euch das machen kann. to make a spoiler. Of course. But we want to put our players in a very uncomfortable position to make really tough choices and to ask themselves. Aber weil die Dame erzählt jetzt hier natürlich von der Angst und dass das treibende Element des Spiels und so weiter ist. Choices to make these decisions. Es ist doch mehr, ja, ne, es ist, glaube ich, mehr so eine Stimmung, die da mitschwingt, aber wirklich Some kind of psycho. Bier und gruselig. Yes. I don't know. We're very into. Scheint ein cooles Spiel zu sein, aber vielleicht nicht das, was man sucht, um sich dann richtig erschrecken zu lassen. We wanted to make a kind of a realistic horror, and we want to say that not only monsters, ghosts. Oh, wie viele You can't explain. von den Leuten wollen wir verfeuern? The point is that sometimes people inside what's inside of them are the scariest thing in the world. So I would like to invite everyone to add terror to your wish list. Alles Wishlisten bitte. If you like to have a very good story, if you like to, Ich glaube, ich werde grundsätzlich einfach mal, ich will die Entwickler ja auch dann, kleine Entwickler gern supporten, auch wenn es nicht alle Spiele sind, die ich mir holen möchte. Ich packe die für die auf die Wishliste einfach, decisions and choices. If you like to, damit die sich freuen. how to manage people, resources, how to stay alive, how to create yourself and everyone else in a totally different circumstances that you probably knew before. That's the game for you, actually. We wanted to make a game which is a kind of a riddle, kind of a mystery to solve. We want to put you in a position when you have to think about things in a game, how they work with each other, how they cooperate. Aber auch recht umfangreich, die Präsentation. Ich wette, das geht 2 Stunden, der Stream hier.
Ich sage, ich will ja auch nach Möglichkeit, wenn ich das zeitlich hinkriege, am Samstag mit Ubisoft. Oh, und das hatte Simon schon mal gezeigt. Ja, dass Strategie... wie ist nochmal? Der Film mit Johnny Depp, wo er die Leute zersägt und singt dabei. Sweeney Todd. Das Strategiespiel. Aber das hat Simon schon gespielt. Das schien ganz lustig zu sein, muss ich sagen. Aber es ist auch eben schon was es gibt. Oder zumindest Early Access, bin mir nicht ganz sicher, aber Simon hat schon gespielt. We are working so damn hard to do things right and earn as much money as we can. Oh ja, Karius sagt Delikatessen nochmal. Ja. Wobei das doch mehr Sweeney Todd als Delikatessen ist, würde ich sagen. Das hat ja noch einen ganz eigenen Vibe. Ein sehr schöner Film, Jean-Pierre Jeunet. You can describe games with words like scary, creepy, or terrifying, but in my opinion, to describe the game we are going to talk about right now, the best words are disturbing and fun. Disturbing and fun. Klingt wie so eine Tinder-Biografie. The developer responsible for the very pretty game called Ravenous Devils. Hi Christian, how are you? Hi Christian. Hello everyone. Warst du nicht schon hier für ein Interview? Thank you for accepting me here and in this event. I'm really pleased. War einer, der sehr ähnlich wie du ausschaut vorhin als beim Interview. Never know about this. And if you like the Sweeney Todd, the movies and the story, you will really appreciate this game. Yeah, I just would like to speak with you about your title because it's kind of, you can say, horror cooking simulator. I call it sometimes, and it sounds Horror Cooking Simulator. Eine gute Zusammenfassung. By Sweeney Todd, but I just need to ask you, how did you come up with this idea for such a game? Well, after finishing our previous game, we really looked into the Steam market and what place to fill the game and what tags you use, and we found out that there were a lot of cooking games, but very few of them had this horror spin to it. So we thought, why don't we make something that is inspired by something very famous and add some personal touches to it. So we tried it. Habt ihr das schon gespielt? We were inspired initially by another indie game called Lemon Cake, made by Eloise Laroche, an independent Game Developer. Also sowas kann natürlich sehr schnell ein bisschen überwältigend werden. Ich muss den Part managen und da gucken und da aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich das mental dann unterkriegen kann. Aber Karis hat Interesse im Chat. Nice characters with cartoon mood, and we went for a more realistic and violent mood with this game. Oh yes, you did. We didn't expect the game to get such a traction. When it launches, it got a lot of very positive reviews, and we were really happy about it because we spent 1 year and a half doing it. So we were really proud of what we did at the end. We launched the Ravenous Devils on every platform. On PC, you can find it on Steam, GOG, and Epic Games. And the demo is free on Epic and Steam. The price tag is $4.99, €3.99 because on Steam there's the exchange. And you can find it also on all consoles: Nintendo Switch, PlayStation 4, Nintendo Switch, and Xbox Series X and the Xbox One. Gebibbert überall. Coming 29. April. Also der letzte 29. April oder der nächste. Und das war bisher Early Access. Ist leider. Oh, wen haben wir jetzt? Ist leider nie so klar deutlich. Kennen wir die Person schon? Look at this. This is cute. Oh, die ist auch neu. Meat fast. Ooh, we're gonna make some recipes. Ich glaube, die wird jetzt nicht so. Das Spiel lädt nicht zum Schreien ein, oder?
Clothing. All Ich right. muss meine Lautstärke noch mal ein bisschen runterdrehen. Flour and minced meat to make a delicious meat pie. I can already smell it cooking. He's going in. He's going in. Komm her, mein Freund. Ich mach dich lecker. All right, that's what we're doing here. We're cooking meat. Clean up. Everybody do your share. Did you hear him? He's like, there's blood everywhere. The meat pies are looking golden brown. Time to take them out. Wenn die ganze Zeit dort Leute umbringen, um sie zum Essen zu kochen, müssen die dann nicht einfach auch mal eine Plane auf dem Boden auslegen oder irgendwie, wo sie sich das sauber machen erleichtern oder so? Ich weiß ja nicht so ganz. I got some cooking to do. Into the meat grinder you go. Ja, aber es ist ganz schön grauselig. Ooh. Oh wait, you have a meal on your platter, or did I just put it down? Where is it? Where's my meat? And another one. And another one. Bye. Das sind natürlich alles nur There we go. No, get your pies. Vermutungen, wie sowas vielleicht ein bisschen effektiver ablaufen kann, aber ich bin ja nicht unbedingt im Hotel- und Leute umbringen Business. Also ist das nur Spekulation. So, wieso ist er auf der Toilette? Was soll das? Oh, jetzt wieder das Discord-Geräusch. Ist mal fertig. Wieso postet ihr über Dead Space? Ihr habt doch nichts damit zu tun. Oder? Okay. Twin Stick Zombie. Ich meine, das hatten wir auch schon gesehen, oder? Oder? Unnett finde ich solche Sachen nicht, aber da gibt es ja auch so gefühlt, also die Art von Spielen so ein bisschen Sand am Meer. Dass sie direkt so ein Zombie-Ding draus gemacht haben. Dead Nation wird da genannt, ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wobei Dead Nation, das hat jetzt nicht in der Wüste gespielt oder so, ne? Oder wo auch immer das sein soll. Enemy sighted. Oh, aber Defense, I don't know. Defense bin ich nicht der Fans von Defense. Decision. Red Days. Red Daze. Out now. Available now. Oh, 16-Bit Nights, was gibt's hier? Oh, das Ganze jetzt als gleiches Spiel als Bit-Map-Grafik. Real-Time Strategy Horror Game. So ein bisschen Chaos Engine mit mehr Horror. Gemacht von Sergei Dovganowski. Und der gruseligste Programmierer aller Zeiten. Musik ist nett. Ich habe hier ein kleines Medpack mitgebracht. Wladimir Medpack-Vedev. Die labern aber recht lange, dafür geht mal los und splattert mal ein bisschen mehr. Ich mag die Musik. So, wo sind jetzt die Gegner? Sie dachten, sie wären sicher, weil sie zu 6 sind. Aber die Zombies waren zu 6000.
Und jetzt kommt die Gitarre nochmal dazu. Oh, Sir, multiple movements are coming. So, jetzt zeig mal die Gegner. Oh, die Zombs. Da kommen die Zombs. Da sind sie. Oh, guck mal, da splattern sie schon rein. So Alien 2-Style, ne? Machst so ein bisschen so eine Siege. Brains. Brains. Oh, sie kommen alle. Oh nein, das ist die Bravo Squad. Schieß sie alle tot. Resident Evil ist nicht mehr. Und die Gamma Squad und Delta Squad. Da sind sie alle. Aber wir sind wieder bei Tower Defense angekommen, verdammt nochmal. So, Kare schreibt Hotline Vladivostok, also ey, so ein Zombie Top-Down Hotline Miami Ableger. Chromosome Evil, okay. Statt Resident Evil Chromosome Evil. Aber so ein Zombie Hotline Miami? Me would like. We are not slowing down, quite opposite. In fact, we are increasing the pace. Das ist doch Christian Popa. Welcome, my next guest, Christian from 16-Bit Nights. Christian, hi, how are you? Hi. Well, I'm pretty excited. Also, I would like to thank you for inviting me. Der gute Popa. Yeah, I'm just fine. As a big Lovecraft fan, I'm super happy to speak with you about your game called Chromosome Evil, because Chromosome Evil is a strategy, RTS, horror, Lovecraftian game, the combination that just sounds amazing. And I wanted to ask you, how did you come up with such idea? I mean, with such combination, horror and strategy? I'm a bit ashamed to admit it, but the thing that drove me into this concept was the fact me being selfish. I wanted to make a game that I want to actually play. I mean, not to make people happy and... Schau's mal an, der wollte kein Spiel für die Leute machen, sondern eins, das er selber spielen will. Wenn die anderen Leute nicht schon Spiele machen, die er mag, mache ich's mir eben selbst. XCOM and all those strategy games, but I want something in real time, so I did this mix of all my childhood things. Hallo Gregor, sagt Uso. Schön, dass du es auch geschafft hast am Abend. We had in plan 3 DLCs, and since the release went so good, the first DLC we released it for free. We also had the milestone for the second DLC. We also released that one, and maybe we will also release the third DLC. But Jetzt kommen auch nur lauter DLCs. important achievement. Was geht denn da? From our perspective, because I'm not alone in this team, I also have my partner, Sergei Dovkanovsky. The biggest achievement is the fact that we were able to go indie game developer full-time after this release. So the results were exactly what we wanted, and so next, I think we will make another DLC for the game. If sales Was solche Streams nochmal bräuchten, wäre, also ab und zu mal erwähnen sie es ja in den Interviews, oder es wird mal kurz eingeblendet, es bräuchte so eine längere Einblendung, um zu sagen, hey, geplant für dieses Jahr, ist schon rausgekommen, heute wird über DLC geredet, ist im Early Access, also dass solche Daten sofort sichtbar sind bei allen Sachen jetzt hier. Weil sonst ist es ja so ein bisschen so ein Rausklauben. Okay, warte mal, ist dieses Spiel schon da? Gibt's da schon was? Du redest von DLC, was genau war der Fall nochmal? Aware of your game, what it is, right? Weil es wird ja so ein enormes Kuddelmuddel. Ich habe mir so ein paar Sachen im Hinterkopf dann festbehalten, die ich nochmal gerne angucken würde, aber bin mir jetzt auch nicht sicher. Gab es das Spiel schon? Das ist was jetzt vor 3 Jahren rausgekommen ist, was ich verpasst habe. Warum war es hier im Stream nochmal? Das wäre vielleicht ein bisschen sinniger gewesen, als dann die lieben Streamer nochmal dazu zu holen, die dann mir die Hucke vollschreien. Oh nein, kartenbasiertes Horrorgame. Oh nee. Oh nee. Lass die Karten mal stecken. Nee, da kann ich auch mal sagen, nee. Leave them cards alone.
13 Stockwerke, weil 13 ist eine böse Zahl. Und finde das Kerz der Karten im Spirit Lift. Deckbuilding, Roguelike, Horror, Adventure. Entscheidet euch mal für ein Genre und nehmt nicht alle gleichzeitig. Aber vielleicht ist es cool, aber nicht so ganz meins, muss ich sagen. Nicht so ganz meins, leider. Old forgotten town. Oh. Woke deep down. Diablo-Style. Demons. Oh, noch mehr Karten. Ah. Play your cards. Jetzt schau doch mal auf mit den Karten. Go alone with a friend or two. Choose together. Oh boy. Shape the history. Wie gesagt, nichts grundsätzlich gegen Spiele, kartenbasierte Spiele. Es gibt bestimmt auch ein paar coole, aber es ist einfach nicht so. Es ist einfach nicht meins. Me sorry. Everything was cards, sagt Beam im Chat, ja. Nein, die haben bewusst diese beiden Kartenspiele zusammengepackt gerade. Vielleicht kommt noch ein drittes hinterher. I simply love games with unique art styles, and this is the case here because the next game we are going to speak about is called Hellcard, and it is a spin-off to one of my favorite Polish games called Book of Demons. And so, soll mal langsam gucken, ob die wirklich 6 Stunden machen wollen. Weil ich dachte vorher, das ist so ein Gag. Tell me more about his title. Hi, Constante, how are you? I'm great, mostly because I can be here. Oh, auch eine schön tiefe Stimme. Werde ich wieder neidisch. The first question is very simple. Why? Why did you decide to make games that look like some kind of, pop-up books or paper dioramas? That's actually quite a long and fascinating story, because the initial idea was to create a series of games that would recapture the essence of gaming in the 90s, the golden era of gaming. So basically, when every genre was fresh, each game set new standards, and everything was magical, and gamers were experiencing new things pretty much with each new game. So in order to do this well, we wanted to have a visual framework. Ja, schon sehr, sehr lange am entwickeln, ne? 2018. Abstract from. Oder war das das Vorgängerspiel gerade? We want every game in our series to be a tribute to a different genre and mechanic. Dafür hast du Bücher geschrieben, Gregor, sagt Grillcoach. Immerhin, Grillcoach. Entschuldigung. Kickstart the imagination and would allow us to present widely different visuals from grim dark fantasy of Book of Demons, which was and is still a tribute to. Okay, also das war das alte Spiel Book of Demons. Through Book of Aliens, high-tech sci-fi setting with everything immerhin etwas in between. So yeah, and we experimented with a lot of styles. We started with paper, then we tried. We even tried macaroni art. So basically, where you take noodles and stick them together, we glue them together to create. And we wanted to animate this frame by frame. Spricht über Nudeln. We experimented with clay animation, so basically clay figurines that you animate the frame by frame. We circled back to paper and decided that there is something magical that most of us had contact with. Kannst du noch Gemstones holen? Kids, so this works in the favor of what we are trying to do. Just recapturing the magic, and pop-up books are awesome. So I have some pretty amazing pop-up books at my office because we did a lot of research. You actually can see some of paper stuff behind me, and there is a lot of paper art around me and hanging on the ceiling and so on. Das habe ich gesehen. Schöner Dino aus Pappmaché. Oder aus Papier. Besser gesagt, Papercraft ist ja nicht automatisch Pappmaché. Very symbolic.
paper representation with only, just a hint of colors and textures. This way players' imagination can work wonders, and just fill the gaps and project themselves into the game better. Back when we published Book of Demons, which used cards as a way to streamline inventory and skills, many players asked us if we could include actual deck building in the game, and it was something that it was an itch we couldn't we couldn't scratch. So we experimented with it, and we came up with Hellcard, which is a sequel to Book of Demons in a way. However, it features okay, durch Experimentieren ist einfach mal ein Sequel draus geworden. Multiplayer with single player as well, roguelike deck builder, and where players team up and combat monsters on a special arena during simultaneous turns. Yeah, and we just... Ich bin mal auf die Seite gegangen von dem Fear Fest. Like guck mal, da konnten die Leute sich mit ihren Spielen bewerben, die da gezeigt werden. Und man konnte als Influencer sich bewerben. Das haben die alle gemacht hier. Die Otter Lady und Valaris und Sneevel. Wen haben sie denn da alles? Deck building and have friends, or just prefer to go lone wolf way, just check out Hellcard. The demo is available now. Guck, man könnte jetzt schon spielen mit der Demo. Now, the game Hellcard. Aber es heißt ja auch Book of Demons. Ihr macht mich alle fertig, Leute. Book of Demons Hellcard heißt es jetzt. Fasten your seatbelts, because we're about to take you into space. A cold, dark, and Ganz vergessen, 8 Millionen Space Horror Games. can hear you scream. And it leaves the question, are we really alone? Who knows? Haben die Callisto-Protokoll hier? Wahrscheinlich nicht, oder? Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Oh Gott, deren Influencer-Liste. Die haben wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 28 Streamer haben die da auf der Liste. Wir werden die doch nicht alle sehen hier, oder? Aber das hatten wir auch schon gesehen, ne? Den Trailer meine ich auch schon mal irgendwo ausgemacht zu haben. Der sah gar nicht mal so übel aus. Ein bisschen Moon-Horrormäßiger. Nicht unnett. Sag mir wenigstens, da gibt es jetzt eine Demo von. Something is going on here. And I need to find out what it is. Der fortscholisch. Gibt's das jetzt? Nee, Wishlist. Please Wishlist. Now we are going into space on a journey among stars, and because this is Fear Fest, I think you already guessed that this is going to be a little bit dark and grim trip, but thankfully I have a companion with me. Please welcome James from Fallen Leaf Studio, the studio responsible for the great looking upcoming game called Fall Solis. Hi James, how are you? I'm good, thank you. Thank you for having me. Your game is like I said, it's set in space, and it's not quasi horror game. Das sehe ich. Thriller, psychological. Das im Space ist. Heavily focused on story, on psychological aspects. I heard that this game is going to be made in Master Shot, without any cuts, like a God of War game, and I think this is very challenging. Ohne Cuts. Interessant. You decided to make this game in this style, and what was? Gibt's auch nicht so viel Katzen im Weltraum. So we have difficulties with technical challenges when we decided to do this, but we really felt that it encompassed. Also schön, dass sie denen natürlich viel Platz geben, nochmal ihre Spiele vorzustellen. Aber es hätte echt wirklich nochmal speediger kommen können. Ja, ich gehe mal die Spieleliste von denen hier durch. Hier sind einfach mal 100 Logos oder so. Seen it done in bigger games before, so we thought, why not try it ourselves? I think the team were too impressed when I So ein paar Sachen dabei, die sie jetzt hier noch nicht gezeigt haben, we have nailed it. So die ganz interessant aussehen. one master shot, the whole game.
that was the real reason we wanted. Oh, und tatsächlich ein neues Yomavari. Stimmt, da gibt es doch noch ein drittes, was jetzt kommt. Yomavari Lost in the Dark. Das würde mich interessieren. To the next scene because we can't cut away. Invincible will ich nochmal sehen. Also das hier sieht ganz cool aus. It is a big challenge, but Layers of Fears, Hardwest 2. Rip Out. you can play an hour, 2 hours, however long you're playing a session for. You don't realize how long you've been. Oh, aber hier sehe ich noch mehr Bloober-Spiele wie Blair Witch oder Observer System Redux. Aber ihr wollt doch nicht wieder alte Spiele zeigen, oder? So it's a really cool feature for us. I guess that you got this question a lot, but I just need to ask you about it. Yeah, like Also hier werden noch einige Spiele, die wir noch nicht gezeigt haben. Vielleicht the cast is great and machen sie die 6 Stunden. personalities look like. Actually, you know what? It's really a humbling experience. It's really kind of a privilege to work with people like that who can bring so much to your material. Because when you write a character or you create a scene, so, something as simple as just an argument, there's a lot of different ways that can be shot. There's a lot of different ways, such things as body language, can come across, and they bring a lot to that. Troy has been fantastic with us in helping develop the scenes. Roger as well, who has a bit of a harder job because he's obviously. Ich muss da mal gucken, Leute. Also wenn die bis 9 noch nicht durch sind, weiß ich, ob ich für 3+ Stunden die Energie, also mehr da habe. Das muss ich ja nochmal entscheiden. Ich bleibe natürlich noch für euch hier dran. Wir gucken noch hier weiter. Das sind noch ein paar Sachen, die potenziell interessant sind. Ich würde auch gerne den Reveal oder so sehen. Gerne noch mal ein bisschen mehr Infos über die Spiele. Aber ich müsste es nach 9 Uhr noch mal evaluieren. Weil 6 Stunden schafft mein alter Hintern leider nicht. Aber das können sie auch nicht so haben, oder? Didn't like, stories very personal. I would love for somebody to tell me the story wasn't to their liking, whilst others loved it. That's the kind of balance you want with a story, because at least then people care enough to have an opinion. Wishlist us. Come and join a rollercoaster narrative experience. And I think, if you're into. Weil das, was sie bisher gemacht haben in 2,5 Stunden, hättest du ohne zu viel drauf verzichten zu müssen, auch bestimmt in einer Stunde plus unterbekommen. Was die an neuen, oder zumindest neuen und alten Trailer-Material plus Entwicklerinterviews gezeigt haben. Die Streamer hätte ich jetzt nicht gebraucht, außer kurz mal so einen Supercut. Die können doch so einen 2 Minuten Supercut machen, wo sie einmal. Right now we're going to be watching the gameplay trailer for Negative Atmosphere. And let's check it out. All die Influencer hier haben, die sich Trailer angucken, die ich sehe, während die sie sehen. Okay, high tech. Happens in the future, I guess. I have no idea what this game's about, by the way. Aber danke, dass du es mir erklärst, wenn du gar keine Idee hast. Holy shit. Warum muss ich mir dann einen React für einen Trailer angucken, statt den Trailer selbst? This is giving me like Dead Space vibes or something. Oh yeah. Negative Atmosphere. Habe ich das hier auf der Seite? Die sind leider nicht alphabetisch sortiert hier, die Games, auf deren Webseite. So many, I love it. Keep them coming. Aber das meine ich auch schon mal gesehen zu haben. Oder die sehen mittlerweile so ähnlich, die Horror-Space-Games. Okay, so in space, but it's a horror game. Oh, there it is. There's the horror. Oder ist es Negative Atmosphere? Ich klicke mal rauf. Haben sie da was extra? Ach, direkt zum Steam Store komme ich damit. Yeah, it's definitely giving me those vibes. Wishlist kann ich machen. Ja, solange sowas nicht Survival ist, bin ich okay damit. Also Survival Horror ist okay, aber ich meine Survival, Ressourcen sammeln und craften, das brauche ich nicht. Sie hat ein Monster gesehen. Das bedeutet, ich muss laut schreien. That's what it is. Do I get to wear the suit? I'll wear the suit. I want to punch things. I want to wear that and like mega punch them in Hat die da... Sind das richtige Quallen, die da hinten hat? Sind bestimmt so Spielzeugquallen.
kommst du denn auf Tony Stark? That thing's kind of cool. I don't know how you fight with that on your wrist, but toxic environment. Oh my goodness. I hate when you run out of air. It freaks me out. No, there's an oxygen meter. Oh dear. Ui, da liegt er. I can't stand oxygen meters. It ups my heart rate. I'm already scared enough playing video games. I don't need it. Ja, Oxygen Meter. Bei den Mietpreisen heutzutage nicht so clever. Oh my gosh, did you see it? It said run, 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 run. In the little letters. Sunscorch. Freut sich sogar Windows hier bei mir. The gasping! Oh my lord! Oh, okay. I don't like their long limbs. Das war so ein bisschen. Das war so ein bisschen Little John, oder? Okay! Yay! So ein bisschen, ne? Okay! They always tell me to stay positive, but now I'm going to go in the different direction because we're going to speak about the Ich game. glaube, ich muss das echt einmal durchgehen und mir Notizen machen, was man so als Streamer dann machen sollte. So stupid and Oder was nicht für mich funktioniert. lose my job. Anyway, I'm super happy to be able to speak to Calvin from Sunscorched Studios. Hi Calvin, how are you? I'm doing great, thank you. So your game is set in space, and I'm very curious your opinion about one thing. In space. Space, cosmos, so great setting for all horror stories. So I would say Muss keinen Hintergrund malen. place to tell scary stories. In space, there's just limitless dead void, which will kill you in minutes if you don't have the right equipment. So obviously this confines all the characters to a single space, and they can't leave it, which forces situations which you could otherwise avoid. Könnte man dazu auch sagen, You know, ein Dead Space. in space, you can't run away from your ship because you'll just suffocate. It gets scarier because the distances in space are so massive, millions upon trillions of kilometers. So because you're only probably like, you know, maximum 2-3 Guck mal, meters. Funny Game schreibt es auch, dachte, wäre mein Laptop. Da seht ihr, was bei mir passiert, wenn hier die Discord-Geräusche kommen im Stream. Dealing with fast and light distances. Discord extra ausgemacht, Tiny and insignificant. damit es nicht losblabbert hier. Und dann meldet sich Windows auch noch. That insignificant. And when you have to travel such large spaces, you have to bring all your supplies with you, all of your food, all of your Das ist die berühmte Tic-Tac-Toe-Kanone. to repair things. And often, if you're traveling alone, Da musst du dann damit zielen, da kommt ein anderer Kollege und spielt Tic-Tac-Toe mit jemandem anderen. back, for example, you're going to result in a thing called resource scarcity. So your characters are always going to be poorly equipped, barely equipped for the job. You're probably not going to have guns because why would you need a gun? And with everything on the ship designed for efficiency, the space is very fragile, which basically results in the environment being just as dangerous, or perhaps the most dangerous thing. Doors will crush you, pipes will explode, electronic things will spark because they're Alles will mich töten im Space. splattered with blood. So when the ship itself is so fragile and falling apart, and it feels alive like its own character, you literally can't trust the floor you're standing on because it might just fall through, give way and kill you. That results in everything being terrifying and scary because you just simply can't trust anything. Es sieht auch nicht schlecht aus hier. Combined together is just like Man sieht so, welche Spiele nochmal so eine kleine Extrapolitur bekommen haben oder welche noch ein bisschen rudimentärer mit der 3D-Grafik sind. Das bringt schon ein bisschen was, ne? Tell me more about how Aber die Optik macht da schon ein bisschen was aus. loneliness and isolation. absolutely. So I would just to add a bit. Der hat schön Ocarina of Time im Regal, sehe ich gerade. TRH Rosanov is a 2 kilometer long Ein europäisches sogar. by date. It's like 50 plus years old. So everything on it was already falling apart. Now it really falling apart. So trusting that environment is something that we really do want to make the players. Wisst ihr, es macht auch was aus hier, die Aspect Ratio, ne? Especially Das 21:9. 3D audio systems that we're using. Wenn der Frame des Spieles darauf angepasst wird, das gibt ihm tatsächlich so ein bisschen mal dieses Cinematische. So the game's not War eigentlich ein Fan davon. Fühlt sich für mich dann nicht immer nach, also wenn die Aspect Ratio korrekt ausgenutzt wird, nicht nach weniger Schirm zum Spielen, sondern mehr Perspektive, ein anderer Frame für das Bild. so by using this sound design, you know something's here. You know, Wenn die gut damit umgehen, bin ich eigentlich recht positiv sowas eingestellt. you can hear because your imagination runs wild. So knowing that they're actually in the vents, that you cannot see them, you have to walk down this really long stretch of corridor and you only really see the end, you can't actually see anything else.
That's terrifying because you've got to traverse a space in which you basically know something's out to get you, but you don't know what it is, where it is. You just know that it's close. And bis es dich erwischt. Devices from film to build an atmosphere as well of loneliness and constant threat. So a great example is you want to say that somebody's lonely. Well, prove to the player or the person watching that they're the only person there. This is a third-person game, so for the entire duration of the game, Edwards, the protagonist, he's constantly in view, and often he's the only, and I will make this a very important distinction, the only living human on screen. A few large spaces in the ship are very empty, and that's basically a smaller scale thing of the previous question, where there's a massive empty room. It should be full of Auf der Brille drauf. Isn't like a cafeteria. Das schon, das wäre Space. A hub space where things are being transferred. And then we do the complete opposite of that almost immediately after, where there's a claustrophobic, dark, crushing corridor that's winding and bending. So when you mix these really long, winding, bending corridors with large open spaces, you go, this is horrifying. This is horrifying, because it goes, I'm crushed in, I can't see anything. I can see everything and I don't like what I see. So it's a mix of those things. But add in Die Tic-Tac-Toe-Kanone, ey. which you may be able to see if you watch our Save and Sound showcase. We did an audio breakdown where we showcased how we did all that sound design, and mix that with dynamic music, which kind of changes depending on what you see, and you get a very convincing system because you're constantly being oppressed on the visual front, the actual navigation front, and on the sound design front, and you just basically, it doesn't let up, and that is what's so scary and constant and terrifying, but also makes you feel so alone because it's all aimed at you, no one else. If you can go on Steam and search Negative Atmosphere, add us to your wish list. That's really important as it's great for visibility. You can also join our Discord and see all of our social media channels. And I will say one final thing as well. Obviously, with the way that the game has been developed, and we are still developing it, there's no set release date yet. But when there is a release date, when we know it's coming out, we'll be sure to let you know. Also, jetzt ist das Ding, was dich verfolgt, nicht so unbekannt, weil wir haben es ja gerade gesehen. Da ist so ein Ding mit Stelzen dran. Oh, das habe ich gespielt. Oh, das habe ich gespielt. Wie ist das nochmal? Das ist aber auch schon länger draußen. Ah, wie hieß es nochmal? Vom deutschen Entwickler. Da kann ich dazu sagen, relativ anstrengend auf eine gewisse Art, weil du sehr präzise mit Physik und Bewegungen der Charaktere und speziell steuerungstechnisch und zieltechnisch achten musst. Fand ich fast schon ein bisschen zu anstrengend. So, du bist so Metroidvania-Style mit einer Gruppe unterwegs. Oh, vor allem auch wie der Grappling Hook funktioniert. Man sieht, man kann an allen Möglichkeiten hier abkratzen. Wie ist das Ding nochmal? Habt ihr auch im Chat dann hier? Ihr wisst bestimmt, was gemeint ist. Oh, Spambot, den gleich mal rausnehmen. Melden. Unerwünschte Werbung und Spam. But make no mistake, you are in charge. Those gearheads can't even lift a pencil without your permission. The corporation also has a few special missions available if you want to make some extra cash. Some you can tackle on your own, others will require a full team. Either way, expect them to be tough jobs. Aber das ist wirklich schon, wann habe ich das gespielt? Vor einem halben Jahr? Oder so? To the teeth, but it's mostly for show. No doubt you're going to hear a bunch of spooky rumors about the lower level research facility from grunts who haven't seen the light of day in months. Don't get paranoid. If you keep your head down and do your job, you'll be just fine. LCD-1. Come in, LCD-1. Oh ja, der hat mich auch ein paar Mal gegessen. Der Deckenwurm. Und alleine das fliegende Gelump da abzuschießen. Anstrengend. Hidden Deep. So ist das. Genau, von der Delic. War nicht schlecht, aber wie gesagt, ein bisschen anstrengend für mich. Oh, was geht hier? So you got to the base in one piece. Good. I'd say I hope y'all find it adequate. Oh, Crafting. After all, it's your job to... Strategie aufbauen. But don't forget, Scout.
what you really... Kann ich nicht noch rumlaufen und Sachen abschießen? When you see a rock that's glowing, drill. Drill! And drill some more. When in doubt, Scout, drill the hell out of Lumen. And yes, the monsters, there are some. Shoot them. Okay, also ich muss schön Kristalle sammeln, Good luck, son. Over and out. um meine Basis aufzubauen. Und dann mache ich Tower Defense gegen Krabbenmonster aus dem Weltraum. Sieht nicht unlustig aus, aber so das Bauen ist auch nicht in meinem Wheelhouse. Lumencraft. Buy now. Gib es jetzt. World Premiere. Nein, Interview. About Fear Fest is that you never know what is going to happen. 2 hours ago I was recording the interview about the game that is set in space. And now I'm going to talk about the game that is set underground. I'm super happy. Naja, ihr habt die Spieleliste auf eure Webseite gepackt, also kann man vielleicht doch absehen, was passiert. Dynamic Games, sorry. Hey Leszek, how are you? I'm fine, pleasure to be here. Your game, like I said, is set underground, and I have a very, very simple question at the start. Why? Why did you decide to go with that setting? What inspired you? We wanted to keep a setting similar to the Darkwood, if you know the game. So we tried to make it a little bit dark, but yeah, to change things up, we wanted to go underground. And this is mostly because of our custom technology, where terrain is completely destructible, and where else to show it off than underground, where we can just like start the player with full terrain that is not destroyed and let him do so. So Lumencraft is a action shooter with tower defense and base buildings. Custom mix. There's no really game similar to that one. And yeah, that's Also wenn ihr ein Spiel mir so ein bisschen madig machen wollt, dann macht mal kartenbasiertes Tower Defense. All that is in the game is custom made. Ah. Okay, Lumencraft is... Aber es ist ja nicht alles, muss ja nicht alles für mich geeignet sein. Wobei unlustig sieht es jetzt nicht aus. Ich will mich auch nicht komplett an dem Tower Defense verschließen. Yeah, in the game you build your base. Ich muss das ja auch evaluieren. Ich habe ja nicht unendlich viel Zeit. You will get attacked. The main objective. Das sollte schon gefüllt sein mit Sachen, die mir dann noch Spaß machen am Ende. That is needed for people to survive underground. And yeah, you can create your own map. We have a custom-made editor for the game. So our community is building. How many maps do we have? 125 maps since. Jetzt ist schon gesungen im Chat bei mir. Yeah, so people like to create their own maps, and we are working on a procedural generation right now. So Marty wartet auf ein kartenbasiertes Souls-like. Sowas gibt's bestimmt auch schon, oder? Procedural generation. So nicht das Herz der Karten, sondern die Seele der Karten. The soul of the cards. Soul of the cards. Nicht zweimal the im Titel. Das macht's schwierig. So, mal weiter. Wo ist Silent Hill 2 jetzt? Episode 4 von 30. Oh, jetzt wieder das Discord-Geräusch. Mach mich fertig. No. Jetzt habt ihr einfach nur ein paar Discord-Messages abgespult. What have you done? Oh, das ist The Invincible, oder? Wie ist das? You came here. Ja, ne? So what are you expecting, huh? You've set up a field camp down there. Yes. So I didn't expect you to have a... Das war das Stanislav Lem basierte Narrative Experience Game. Ja, das ist das Stanislav Lem Ding, ne? Also basierend auf den Geschichten von ihm war es doch.
berühmter Autor. Wer nicht mit Herrn Lem vertraut ist. Aber ist, glaube ich, der gleiche Teaser, den wir schon mal gesehen haben, oder? Oder nicht? Oder? Nee, doch, ist neu. Firewatch im Weltraum. The radiation level is growing rapidly. It's starting to get interesting. Aber genau das haben wir schon mal gesehen. Auf dem Summer Game Fest. Doch, das ist exakt der gleiche. Das hat auch mit so radioaktiv angefangen. Würde ich jetzt sagen. Oder ist das neu, Leute? Könnt ihr das besser beurteilen als ich? Beim Summer Game Fest habe ich das letzte Mal gesehen, was vom Spiel. I located the mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead. Könnte man sagen, Dead Space. Wait, someone's here. So kriegen die auch die 6 Stunden voll, ne? Einfach nochmal den 15-Minuten-Trailer vom Summer Game Fest zeigen. Dann ein React auf den kompletten Trailer von Klaus-Dieter Horror-Streamer. Plus ein 20-Minuten-Interview. Fortunately, such unpleasant discoveries are indispensable to the mission. I didn't let that thought get to me. I was counting on this meeting very much. At worst, it could have been another abandoned place, but not this. But what exactly? That's a good question. I'm getting into the recorder. Der Recorder. Was mich immer so ein bisschen irritiert, ist, dass Recorder auch der englische Begriff für Blockflöte ist. Aha. Also nicht wundern, wenn sie mal eine Blockflöte da rausholt. With a beam of antimatter. How subtle. Did you locate this passage? Komische Namensgleichheit. But this can happen. I'm looking at it now. They pierced a hole several meters in diameter and several dozen meters long. Evil Alex vermisst schon Pipo. Sag nichts, was du nicht zurücknehmen kannst, ne? Sag nichts, was du nicht zurücknehmen kannst. Yes. My head feels like it's bursting from pressure. Can you continue? Yes. Das war der längste Stream, den wir mal geguckt haben. Das war dieses fast 4 Stunden Xbox Indie Martyrium. Nicht wegen der Spiele, weil die cool waren, aber eine halbe oder eine Dreiviertelstunde über das exakt gleiche Spiel mit 2 Minuten Ingame bestreiten zu müssen, das immer wieder abgespult wird, war auch nicht das Wahre, leider. This robot looks like it has started its task and got stuck. What task? This is one of the robots carrying containers with research material. It took the container, but never left that place. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles using the same path. Ja, ist gut, du das sagst. ID at Xbox war das, ja. Das war wirklich hart. Noch nichts gegen die Spiele, die da gezeigt wurden, aber ich verstehe es nicht ganz, ne? Also man sieht es ja, ich finde ja auch eigentlich sowas ganz spaßig, immer die, sowas als Stream nochmal zusammenzuschrauben. Aber auch bei einem, also weil einzeln diese Trailer reingucken, die einfach bei YouTube oder so hochladen, da wäre das Interesse auch nicht so groß. Das kann ich ja absolut verstehen. Macht dann Spaß mit euch gemeinsam das zu gucken. Allerdings, dann sollte man bei sowas auch die Zeit der Zuschauer respektieren. Muss man eben auch sagen. Also vielleicht hattet ihr ja auch nochmal Pläne für nachher. Oder seid wie ich um 6 Uhr morgens dann aufgestanden unterwegs. Ich freue mich drauf, wie ich schon mich auf dem Summer Game Fest drauf gefreut habe.
Okay, guys, things just got stranger. Philippa was up all night watching the broadcast, a video game broadcast. She was in some kind of trance. Okay, it wasn't a trance exactly, okay? Like, I was conscious that before you touched me, I couldn't stop watching it. Like, for real. And since you did, I just... Da laufen Kinder rum und reden. My nose bleeded like, I don't know, 5 times. I have headaches. Your nose bled. Gonna explode. Die korrekte Vergangenheitsform. This is silly, okay? You wanna believe me? I don't believe myself, but I feel like it's all because I want to buy all these games that were on that broadcast. Like, there were 80 of them. And then I opened Steam and I was like, I want to buy every each, and I feel like all that is happening to me is because I am not buying them. Aber die können schon mal besser schauspielern als ich. I know it's sick, but for real, you know? Muss man denen lassen. Und ich kann es überhaupt nicht. Wait. There was this video game company from Krakow. Yeah, there was a logo on the beginning. Fear something. Feardemic? Should we check them? What else do we have to do? Okay, let's go. Okay. Come on, he's the CEO of a game-making company. Do you think he'll have time? Sure, I just told him we're having an interviews. Yeah. So funktioniert das. Welcome to my office. Peter Zwegert. Enter of your own accord and bring some joy and happiness that you may leave some behind. How does it feel? So kommen sie aus ihrer Schuldenfalle raus. Der polnische Peter Zwegert. Actually, I enjoy it very much, especially when people call me sir. Piotr Zwegert? How about this broadcast, the haunted broadcast? How do you feel about that? Is that what this is going to be about? My people explicitly told you not to mention that. I am a proud man. I have made thousands and thousands of CD-ROMs. I have stared into my reflection into a DVD, and I've seen the future. I've distributed code to all corners of the darkest parts of Asia. Doom Guy, is he not the greatest warrior of all times? His blood flows through these veins. I am the last of my kind. The last of my kind. We shall not do this. Acting. No, please play. I've seen that broadcast, okay? And I'm sick of the nosebleeds, I'm sick of the headaches, and I really can't afford all those games or I will go bankrupt. Please help me, you're my last... Den Typ mag ich. Turn that camera off. Okay, we can do this, but you have to listen to everything I say. Können wir das einfach weitermachen und dann Silent Hill enthüllen? Slow burner horror stories can be great, but sometimes you just want Da to ist sie ja wieder. action and stop fighting for your life. And that is why we love action horror. Predator. Oder hier, hat's für Returnal nicht ganz gereicht? Nach Returnal Spatial. Oder eine andere Taste auf der Tastatur. Control Alt Delete. Das sieht ja schon sehr nach Returnal aus, oder? Aber geile Mucke. Oh, Joe Rowe im Chat. Creature-Nal. Und ein Hauptdarsteller, der so ein bisschen... Ja, es sind keine Dreadlocks, sondern das sollen so Schläuche sein bei ihm auf dem Kopf, ne? Und fliegen kann er auch noch. Ah, das sieht super stark nach Returnal aus. Also der Vibe alleine. Aber wesentlich langsamer. Struggle. Steuerung. Sagt Evil Alex. Der ist einfach durch den Laser gelaufen. Earth Shadow ist noch in der Mache. Run Stoppel für unsere C64-Fans.
The 5 Stages of Grief. Als Twin-Stick-Shooter. Mit Karten. Und Synthwave. Der Magizian. Immerhin bin ich wieder wach. Her name was Fire. Ist ein guter Name. I do like it. Oh, gutes Artwork auch. Ganz nice. Interview. Now let's have some blood, sweat and good old pew pew because Milo. we're going to speak about a bullet hell game. Hat nicht mal einen Nachnamen. Pleasure to welcome my next guest, Milo, the developer responsible for the game called Her Name Was Fire. Hi, how are you? Hi, I'm fine. Tell me, please, why, in your opinion, bullet hell genre is so Also Milo. and how do you Auf Griechisch heißt es Apfel. Above the competition? Yeah, about bullet hell games, yeah, they have gained a lot of popularity recently, especially I think I would say more the subgenre of bullet heaven games, which is where you are actually like the source of the bullets that are on screen. I'm not really sure exactly. Bullet Heaven habe ich noch nie gehört. Interessant. Right now, but I believe it's something that has always existed a bit. If you look at like Interesting. 1980s with all the zombie movies, and I think in those movies you can really see like people really enjoy situations in which you barely escape with your life, and I think bullet hell games really respond to that human feeling that we have. Her Name Was Fire shares some similarities with some of the heavy hitters in the genre right now, like Vampire Survivors, for example. Ach, guck mal, da erwähnt er auch Vampire Survivor, habt ihr ja auch alles schon in den Chat geschrieben. A bit more hardcore in terms of controls and gameplay. We've received feedback that it's a bit more difficult than those games, and that's actually something that we are aiming for. We really enjoy that feeling of, as I said before, of barely escaping with your life, and I think that's one of the main differentiators. And the other one is also we pay a lot of attention to the atmosphere and the mood of the game. So, for example, we use a lot of contrasting colors in the game. Like you have this very bright red and bright blue, and also the dark synth music. Simple Stil ist ganz nett dafür, wenn man so sich really makes the game shine. auf so eine gewisse Bildsprache ein. Ich muss ja auch nicht so ultra viel Detail reintun und die Effekte kommen dann ein bisschen besser zur Geltung. The game is quite hard. Letzte Bullet Hell Spiel, was ich gespielt habe, war Eurokill, The Calumniation Games, was ja gemischt war mit Visual Novel. Ich habe mal ein Video auf dem Kanal hier gemacht. Da werde ich noch ein bisschen mehr in Jahresend in den Charts, wenn es mal so weit ist, erzählen. Ich habe hier noch einige Spiele vor und wir haben noch ein paar Monate. Aber die Zusammenstellung wird mal interessant. Gutes Synthwave. Please Wishlist. Glitschig wie ein Aal. Ein Messer hat er auch noch. Macht der Slicey hier. Mit dem Hai. Oh, da kommen die pupsen. Die Haie pupsen. Nee, jetzt werden die Haie werden böse. Und jetzt jagen die mich. Und jetzt, schön Headshots hier. Ey, ganz ehrlich, Leute, ich habe mehr Probleme mit solchen so Underwater-Unterwasser-Sachen als mit anderen so scary Zeugs. Echo the Dolphin auf dem Sega Dreamcast habe ich nicht spielen können. War das gerade Rita Morene? Anscheinend, ne? Messer rein, Gedärme raus, sagt Evil Alex. So ist es. Also, das hier geht noch irgendwie, aber Echo the Dolphin hatte ich meine Probleme echt gehabt damals mit der 3D-Ausgabe. War ich wesentlich panischer als bei anderen Sachen. Death in the Water 2. Der Vater im Wasser 2. Hey, noch ein Top-Down-Shooter. Sieht ja puzzelig aus, ne?
So eine Puzzle-Ausgabe von Alien Syndrome, so ein bisschen. Gregor, hast du vor, dich Steel Rising oder Solstice zu widmen diesen Monat, sagt Flynn. Solstice wahrscheinlich. Steel Rising müsste ich mal gucken. Erstmal wieder, also Solstice hatte ich schon so ein bisschen im Kopf, aber da hatte ich überhaupt, dass es schon diesen Monat kommt, hatte ich überhaupt nicht im Auge. Demon Spire heißt das hier. Ich muss mich hinsetzen und mal echt eine Liste machen, weil irgendwie merkwürdig, jetzt direkt nach der Gamescom stehen 1000 Termine für Previews für mich an, plus 1000 Games, die rauskommen, plus 1000 Sachen, die ich nochmal spielen möchte. Was ist aktuell los? Idea behind it is just freaking amazing. Holy shit. Let's get to my next guest that create. Aber besser viel Auswahl zu haben, als gar keine. Good, thanks. How are you? Like I said, I'm super excited because when I found out. Aber irgendwas ist gerade im Wasser, habe ich das Gefühl. Weil mir gibt es sau viel zum Angucken und vorstellen. Da sollte ich schön viel Content für euch in den nächsten Wochen und Monaten machen können damit. Und nicht zu vergessen die Frankfurter Buchmesse natürlich noch. 23. Oktober würde ich sagen, 19. bis 23. irgendwie sowas. Aber ich bin auf jeden Fall auch für ein paar Tage da. Das steht ja auch nochmal an. It was a game jam that I did where the theme was chaos. Ich glaube, diesen Monat kommt auch noch Valkyrie Elysium. Habe ich auch Bock drauf. Diofield Chronicle ist auch nicht allzu weit weg, ne? Alter Verwalter. And I've had this idea of creating this kind of Plus der ganze Horror-Klumpquatsch. Hier gerade. Den ich auch spielen möchte. Mit euch, für euch. It could, like, you know, destroy the rest of the branch, and that was kind of like the core idea that everything started to build on top of. So I started creating this kind of retro shooter, like very abstract graphics, very simple. Ich wollte gerade sagen, hat er nichts an, der Entwickler? Nein, das Shirt hat fast die gleiche Farbe wie seine Haut. Hat man an der Falte dann nochmal erkannt. Das wäre auch ein Interview, wenn er mit nacktem Oberkörper da sitzt. Why don't I just make a monster game, you know? Because like I've always been a huge fan of like 80s. Kann er hinten noch seine Kleidung zum Trocknen aufhängen? Like a, you know, like a horror game. So yeah, it evolved basically, and then eventually, you know, I started to work on, you know, adding this theme and this idea of you being inside this lab with this experiment that's basically gone wrong, and you're just trying to get the heck out of there, you know, escape as quickly as possible as you're fighting through this this constantly growing mass. It's a very good example that game jams are just amazing places when you never know what will come up to you then. Ein bisschen umpositionieren hier vom ganzen Sitzen. Yeah, you really don't, and honestly, this game has grown out of control because it was just something very. Mein Mic umpositionieren. It's really evolved over time. So yeah, I'm looking forward to finishing it for sure. At the moment, like the stage the game is at, it's quite action based and quite frenetic. So, ich darf wieder gehen. The trailer, ich kann ja auch nicht 3 Stunden auf der gleichen Stelle hier sitzen. Wäre ich noch crazy bei. Scientist, you're not like Rambo or something. So I want you to be able to, you know, use your brains to kind of. Oh no, also nicht Oh no, aber ja, Plague Tale 2 kommt ja auch noch. So, you know, there's gonna be all kinds of. Und das wird ja schon mal alles wegfressen. Ich muss mir echt eine Liste machen. Ich muss mir eine fucking Liste machen, was ich alles noch machen möchte, was ich alles noch zocken möchte. Jetzt komme ich, glaube ich, nicht hinterher. Holy shit, Leute. Turn the cooling down in the lab to super cold so the thing grows slower. Also like manipulate objects in the environment. The creature is like trying to eat. Ja, da war auch recht viel lang zu erzählen über so ein simples Spiel, aber das zeugt nur davon, dass er viel Gedanken da reingepackt hat, ne? Kinds of interactions von Dino Boss. What I'm working at the moment to make it so that, you know, it isn't actually just shooting. There's a lot more to it as well, and you've really got to use your brains rather than just your brawn, you know, to survive and get out of there. Demon Spire World Premiere. Wahrscheinlich nicht, ne? Volunteer. Outcast 4. Das war schon? Ja, lustiger Titelscreen. Ja, noch eins wie Outcast. Obwohl, nee, doch fette Knarren.
Aber so zerstörter Krankenhaus-Look ist ja so ein bisschen Outcast, ne? Würde ich sagen. Oh, gute Nacht. So ein paar Leute legen sich schon mal schlafen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis hierhin. World Premiere. Da ist ein Schlüssel drin. Oh, Entschuldigung. Outlast meine ich, nicht Outcast. Bin ich auch schon müde hier. Danke, Evil Alex, fürs Korrigieren. Outlast natürlich. Warum müssen die auch immer alle so ähnlich heißen? Ein bisschen zu epic, die Musik. Für das, was es zeigt. Ein bisschen zu epic. Hat doch mal alles aus der Toilette geholt. Ist noch das gleiche Game. Konnte ich gerade für einen Moment nicht sagen. Haben wir nicht die exakt gleiche Kreatur schon mal irgendwo vorher gesehen? Kommt davon, wenn man in der gleichen Ecke dann wildert. Oh, wen haben wir jetzt? Das ist doch Mishobo Slayer versus Volunteer. Ah, die schreit auch. No. Die schreit auch. Oh. Oh. Oh, there's another one. Hello. Woo! Oh! No! Das ist, Leute, das ist auch so ein Element. Dieses Ranspringen dann auf die Cam für einzelne Wörter oder auf... Also damit das noch so ein bisschen, damit so ein bisschen Bewegung reinkommt. Ne? Ranspringen auf den Bildschirm, ranspringen aufs Gesicht. Hey, let's do it again. Creepy boy. Um die Jump Cuts zu verstecken. Möchte man das? Oh, get off me. Hier war jetzt kein Jump Cut, aber es war der Schrei nochmal akzentuiert. Oh my gosh. Kommt davon, wenn du sowas hier analysieren willst, anstatt das Spiel, was sie spielt, wie das Video geschnitten ist hier. Oh, was haben wir hier? How wonderful to have you here. Silent Hill Book of Memories? Nein. Confused are we? Oh. Did you expect bountiful fields and hunting grounds? Bitte kein Strategiespiel. Befuddled by the view of our study halls? Suffice it to say, cultures end, ages go by, but the afterlife is never what the newcomers expect it to be. Oh. Do not fret though, for it is a time of revelry. You are a marvelous sight. 300 years have we studied so that this moment would finally come. You are the first of your kind to visit this place. Every man and woman who walked the earth since the day of the first contact can be found here. And yet, you are unique, a true harbinger of change. You, my dear fellow, are still alive. Okay, also noch am Leben im Jenseits, was aussieht wie eine große Bibliothek. Soon, more people like you will follow, and this realm will alter. Ein bisschen Diablo Van Helsing Action oder so. That old crone was right after all. The living and the perished coexisting. What a gripping thought. Oh, and one last thing before you go. Forget about high heavens and purgatory.
There's only one destination after the dance macabre. Welcome to hell, my dear friend. Sieht nicht ungut aus. Doppelte Verneinung passt. Rejoice. Wonders will never cease. Also Sellenwald schreibt doch Seelen mit 2 E. Wenn das hier eine deutsche Referenz ist. Aber Sellenwald? Alive, isn't it? Seelenwald, Doppel-E. Na gut. Kann ich alles haben. Ist das Raccoon City? Nee, Baboon City ist das bestimmt. Ab nach Baboon City. Mit Defense-Elementen. Also sieht schon ein bisschen aus wie so eine nachgemachte Raccoon City da draußen und du machst jetzt deinen Schutzwall hier. Und dann gibt's Welle nach Welle nach Welle nach Welle. Willkommen bei Killing Floor. Nachgemacht. Immerhin. Steht drauf, was drin ist. Blood in Zombies. So, wen haben wir jetzt? Das ist doch Tusi Bär. Der hoffentlich die rechte freie Musik im Spiel hört. Wait, hold T to start? No, I don't want to start. Der schreit auch. There's no... Oh, you can jump. Der hat einen Baby Yoda im Hintergrund. No. Tusi Bär, ich gebe dir einen Tipp. Mach so ein Scary Gamma. Das ist rauscht in deinem Horrorbild. Statt ranzoomen. Jetzt gebe ich denen schon Tipps, obwohl die schon längst alles aufgezeichnet haben. Aber was soll ich sagen? Ich bin ja nicht in dem Horror-Stream. Hi, Hal. Die sind es. Fancy seeing you here. You bitch. Weil ich würde da maximal bei dem landen, wenn ich mich richtig erschrocken habe und auf einmal der Malaka wieder rauskommt. Nur Malaka. Habe ich auch ab und zu mal. Es kommt dann einfach von alleine raus. Kann ich nichts für. Let's go! Ja komm, da ist jetzt. Du hast ihn doch schon seit 10 Sekunden gesehen. Was ist das für ein Schrei gewesen, mein Freund? Der stand 10 Sekunden schon neben dir. Du hast in seine Richtung geguckt. Oh. Oh, das ist so. Oh. Oh. Me likey. Nobody expects the Inquisition. Stil ist cool. Musik ist okay, könnte besser sein. Vielleicht ist sie doch ganz gut. Muss mal länger auf mich wirken lassen. Aber das finde ich ganz geil gerade. Das sieht ganz geil aus. Aber auf die Wishlist. Was ist das für ein Ding? Filter Souls. Bisher fast mit am spannendsten von den meisten Sachen. Oh, allein mit dem Schwert da durchziehen und die ganze Blutscheiße hier. Die ganze Blutscheiße. Macht eine Schneise in der Scheiße. Wie man so schön sagt. Ja, das Kame schreibt's im Chat. Doom jetzt mit Farbe. Noch schön Kick hinterher.
Death Valley. Runner. Walk. Mortal Sin. Eins von denen. Mortal Sin. Tödliche Sünde. Lecker, lecker. World Premiere. Today, when we have all those great games with unique, extraordinary, amazing art style, it's very hard. Die Fucker sind schon bei 3 Stunden. You know, that wow effect. But guys, trust me, when I first saw Mortal Sin, it was... Gab's den Namen nicht schon mal? And that's why I'm super... Wie ist dieser Souls-like-Klon, wo du deine Haut zu Stein machen konntest? How are you? Mortal irgendwas hieß das doch, oder? The pleasure is mine, so let's talk about Mortal Sorrow? The game just looks amazing. Mortal Stone? Wie ist das Ding? Ihr wisst, was ich meine. How do you call this art style and how did you come up with it? You know what I mean. So basically, the art is kind of a mix of a lot of different influences I've had. Mortal Shell. Danke. Like novels, Ihr wisst Bescheid. one in particular, which I think people recognize as Berserk. Von Mortal Shell zu Mortal Sin ist ja nicht so weit. And then also, you know, my love for music. So there's a lot of metal album covers and album covers which feature like a very monochromatic art style. It's usually like red and black or something like that. And so my whole idea was kind of looking at these things and wondering, you know, instead of having this just be the promo and then, you know, let's say the movie or you know, whatever it is something completely different, what if that literally is the style that, you know, you have in the game? So I kind of worked off that. I used some album covers as inspiration, and then I also added my own touch with, you know, some extra... Nicht schlecht mit den Albencovern. It is also a game at the end of the day, and I want it to be readable. I want it to be functional. So that's where the blue came from, for example. It's not just red and black. You know, it's got blue for the characters and then some other colors sprinkled in there because I want it to be readable as an action game as well. The game, it doesn't really have, you know, a classic story you would find in some games where, you know, A happens, then B happens, then C happens. I want the player to kind of experience a certain... Oh, wow, wow, yippee-yo, yippee-yay. So, all day, every day. Is you're fighting your own inner demons, both literally and Bellt der Hund im Hintergrund. as well. So, you know, Bei Nicola. never knows the player is a blank slate basically. You know, you put onto it whatever comes from yourself, and I want people to feel that struggle, you know, of dying over and Jetzt over höre ich Bau, wow, wow improving, and in then meinem Kopf. their demons, their obstacles in front of them. And this is kind of enforced by there's like a god creature in the game that's kind of speaking to you every time you die, and it'll kind of, you know, try to almost like reveal something about yourself, and then it's very personal. But I want people to interpret it, you know, in a way. It's going to affect everybody differently, essentially. So I don't want to, you know, put my own impression of, you know, exactly what the story is. But I want people to feel that they're struggling to overcome something, that they're battling their own inner demons, and eventually they might find that they're, you know, one with the voice that's been speaking to them. So it's a very personal thing, that kind of manifests in this external, you know, gory, flashy combat and all that. But that's the premise of it. It's internal struggle and resolve in the face of adversity. So I want people to play the game with an open mind. It's something I put a lot in Das spiele ich auf jeden Fall. passion into. One thing that frustrates Das spiele ich auf jeden Fall mal. Also eine Session mindestens. that aren't the direct player experience. And that's Me like what I see. into my game. You start my game, you will be in there killing monsters in less than 30 seconds. There's no long drawn out tutorial, no cutscenes or anything like that. So that's something I, you know, put a lot of effort into to make it very streamlined and easy to pick up. And then I would say, you know, be patient with the game, delve into it, really immerse yourself, and you will be rewarded in more ways than you might realize, because the game, it's constantly expanding the more you play it. So, you know, each time you die, you might unlock something that will affect future runs. Like all of a sudden, maybe you have secret portals that are going to be in the next, you know, runs you do. So with that, and on top of just the fact that all the levels are completely randomized, each run will feel Okay. So I just Randomized. people, you know, persist, keep trying, you'll be rewarded for it. The game will keep opening up, you'll get better at it, and it's just going to be a better and better experience. Mortal Shin. World Premiere. Nein, please, Wishlist. Oh nein. Wer kommt jetzt? Who hit me? Who hit me? People is back! Just got a sword of brutality, you fuck. Und sie hat Fuck gesagt.
don't. I wouldn't recommend. Ich hatte schon fast Angst gehabt, aber Pipo ist back. That was incredibly satisfying and I enjoyed. Mensch, der Chat geht ab. Oh my god. Pipo ist zurück. I was killed by a mummy. Wow, level 1. Oh, Alle Veteranen im Stream, die von Anfang an dabei sind. Pipo ist wieder da. you'll hit it. Huh? You are very quick. You're fast for someone with no head. This is the perfect opportunity to break out the big guns. Pipo, quit living on dreams. Attack is 30. Pipo, hier ist auch der Roboter Bitch, give me that. aus Overblood. Very strange. Pipo, Whoa, what did I do? life is not what it seems. No! Oh, fuck off! Fuck off! Just a lonely little roboter. Get dismembered! I'm digging the axes here. What is this? Ich glaube, die Zooms haben die Leute hier reingemacht und nicht die Streamer selbst, weil die alle sehr gleichförmig sind. Oh, I didn't mean to... Die Zoom-Ins. What are you guys doing out here? Oh, I Als have a bad feeling about this. die Streamer haben selber so eine Session gemacht und dann das Video rübergeschickt und da hat das jemand auf eine Minute runtergeschnitten und reingezoomt. Being a big beefcake. Huh? That's anti-beefcake and I don't agree with that sentiment. Pipo, quit living on dreams. Wollen wir jetzt so einen Ohrwurm? Oh, was haben wir hier? Space. Hadouken. Ich gucke mal in die Spieleliste mal kurz, die sie noch auf der Seite haben. Oh, so ein bisschen Puzzle. Es sind noch einige Spiele, die nicht gezeigt haben, wenn sie wirklich alle wegbraten wollen. Das sieht nicht schlecht aus. So ist vielleicht so ein bisschen Inside, obwohl, nee, wir hatten die 3D-Perspektive, ne? Und da ist Christopher Lloyd mit der Melone. Der große Wagen. Ein Stück Pizza. Nein, ein Stück 9. Oder was auch immer das war. Wieder Christopher Lloyd. Das ist doch Discolor 2. Habe ich doch gleich gesagt. Der Typ sieht doch aus wie Christopher Lloyd, oder? Müssen wir mal sagen. World Premiere. Gameplay. She drives off in her obviously green car. Black and white man. Oh. Die Handschuhe. Uh-oh. Oh, he's up to no good. Uh-oh. Mit einer Hand und dann mit dem Handschuh. Well, that's interesting. That came out of nowhere. Wilde Frisur, ja. Was sie richtig gemacht hat, Let me go ahead and touch some live wires. das Blond setzt sich ganz gut mit dem Greenscreen ab. Zum Rausschneiden. Es franzt ein kleines bisschen, ihr seht so, aber grundsätzlich setzt sich das eigentlich ganz gut ab. Du musst es aber von vorne anleuchten, damit das Grüne nicht rausblutet auf die hellweißen Richtung, geht ja Richtung weiß die Haare. Weil die könnten die grüne Farbe aufnehmen vom Greenscreen, deshalb musst du von vorne anleuchten. Plus hinten das Green nochmal separat anleuchten eigentlich. Ich brauche auch Handschuhe. Ja, ich hab nur Winterhandschuhe. War hell gerade. Uh-oh. Oh, he solved my puzzle for me. Is that bad? How do I stop it? Oh. Das Spiel selber sieht nett aus. Oh, that was bad. That was bad, yeah. Marty! Try again. Ich bin von der Toilette ausgerutscht und habe mir den Kopf aufgeschlagen. Human beings, survival instincts have always been a part of our DNA. Sure, we might not need them as much as our Wir brauchen wirklich, ja, Salvatore schreibt es im Chat mal, wir brauchen eigentlich den Annette Horror Stream. choice but to tap into them. Ich sollte einfach mich als Annette da bewerben. Sagen, hey, me's making auch the streams. Hey boys, very nice you look at my the horror stream. I'm the nette, eine ganz nette, and I play with you here with the horror games. Here I'm sitting and I have the crafting. Ja, Annette halbe Stunde ist wahrscheinlich der Name des Kanals, des Kame.
Wurde Chuchu Charles schon gezeigt? Tatsächlich relativ am Anfang, fragt Ahmed. And there's a capybara and I'm making a shield. Wo ist der Horror jetzt nochmal? Oder ist es nur Survival und das Überleben ist der Horror? Green Hell Animal Husbandry. Okay. My next guest will take us on a journey that is fascinating. Ist Green Hell nicht ein ganz, ganz harter Splatterfilm? Entering the hostile territory. Oder denke ich an da was Falsches? Ich vergesse den Namen immer wieder. Ich glaube Green Hell heißt er auch. Hi Thomas, how are you? Hi Lukas. So ganz harter Splatterfilm auf einer Insel mit Kannibalen. So let's speak about the game because if I Eli Roth, würde ich sagen. Has been launched in Green Inferno. Ach, danke Patrick Swayze. So it was sometime Green Inferno, so vergesse ich das immer. So popular today, and I'm curious, how do you think? Why? What makes this game so lovable among so many players? I think it's realism. There are many survival games at market, but we've got our original concept. Survival, ey. Realistic hardcore survival simulator. So Green Ich glaube, das wäre wahrscheinlich meine Combo, die mich dann abschreckt. Survival, Tower Defense, Card-Based, Asynchronous Multiplayer, Strategy Game, irgendwie sowas. Holy shit. So schnell kann ich gar nicht laufen, wie ich weg wollen würde. Dangerous and undiscovered place on Earth, where everything can kill you or make you insane. Yet in most cases. Sarah schreibt im Chat, Herr Gregor, es soll meine Schwester grüßen. Auf der Gamescom Autogramme. Oh, ja, da grüßt er schön zurück. Das war ja schön, dass deine Schwester noch das erledigen konnte. Für dich. Richtig, meinen Dank und stellvertretend von Colin und Walle auch aus. Gerne. It adds a few new things to the game, and it all sums up to one precious sentence. Finally, you can... Animal husbandry. And not only the capybara, tapir, and peccari, but you can own the beehive. I wouldn't recommend petting bees though, and we're planning to release 2 more content updates this year. Third part of Spirits of Amazonia for PlayStation and Xbox players, and building updates. PlayStation and Xbox. Thank you, Lukas, for inviting... Ich glaube, sowas lohnt fast mehr auf PC, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wobei, nee, du kannst ja überall diese Sachen spielen, aber es steht ja nur PC hier gerade. Kommt also erst noch raus auf Konsole. Ich dachte, der meinte, es gibt schon, aber vielleicht falsch verstanden. Congratulations. Thank you. Baby's first drink. It was hard. Wow. Oh, die schreit auch. I am fucked up. Oh my god. Aber die schreit auch wahrscheinlich, weil sie die Heizung voll aufgedreht hat und dann die Rechnung gesehen hat. Like cheetahs and shit in the forest. Who would have known? Oh. Na, guck mal, es ist eigentlich, hat die schwarzen Molton vor ihr Fenster gepackt. Weil eigentlich ist das keine gute Position für die Kamera. Weil dann schießt sie direkt mit der Kamera aufs Fenster und wenn es draußen hell ist, dann blutet das Bild aus. Also die müssen das abgedeckt haben oder es ist nur dunkel da gerade. Das Game ist von 2018, nur ein Add-on, schreibt Joe Rowe. Macht ja keinen Unterschied dann, dass sie 20 Minuten das hier im Stream zeigen. No, mushrooms that are green. Oh, no. I'm gonna fuck up this pig, come back. Come back, fight me. Guck mal, Evil Alex guckt die immer. Anyone try Bad Kiddo. soup yet? There's a human meat soup. Also ich gebe den, Ahmed schreibt hier nochmal im Chat, wie Gregor Tipps für Streaming gibt. Das sind natürlich alles Videoaufzeichnungen. Von meinen Tipps kommt da gar nichts an, aber ich gebe dir ja auch nur weiter, weil ich mir dann die ganzen Tipps von denen hier gerade abschaue. Und ich will dann nicht nur nehmen, sondern auch gerne geben, auch wenn dann gar nichts ankommt bei denen. Myself brand new. Animal bones. Let me go kill an animal. I saw some capybaras. Was hatten Evil Alex, was hatten die Bad Kiddo dann sonst dann im Angebot? Lohnt sich da der Sub? Oh, you got a fish! Ist das cool? Why is it always me? Kann man das gucken? Funny, innit? Funny, innit?
What are you doing? There he is. Look, there he is, the little bitch. Can you watch this? Come on, fight me like a... What? What? Oh, no! Not again! Not again! Oh, guys, don't come out here. It's... Hat sie gerade die Bienen verprügelt. Peggy 18. Endlich mal Horror. Wie hast du meine Mutter genannt? Fools rush in. You know this expression, Igor? I'm looking for someone. Okay. You've heard her name. Tschernobyl schon wieder. Tatiana Amelieva. She used to work at the power. Next Gen Visual Upgrade. Also es gibt schon. 30 years ago. Tanya and Tschernobylite? Ist es das? Deeper, and pain is all you're going to find. Den Namen habe ich schon mal gehört. Das ist Tschernobylite, ne? Wandering in the dark. You must be new here, huh? A tourist? In order to survive, you compromise. Oh, vielleicht soll ich es aber mal spielen dann, ne? Don't worry about that. I will always be your best. Ist es aber auch Survival oder nur Horror? Also nicht Survival Horror, sondern ich meine sammle Ressourcen und crafte, weil das brauche ich nicht. Look, I came here to find Tatiana. That's what matters to me. Hallo, ich bin Tatjana. Schüttel mir die Hand, Genosse. Season 2. World Premiere. Na, wer spielt jetzt? Das ist doch Admired Plague, der bis in Tschernobyl leitet. Alright. Oh, Spambot. This is pretty smooth. Tschüss, Spambot. Oh, you're. Oh my God, Thanos. Immer außerdem, wenn so ein Spambot bei mir auftaucht, der Button, um zu klicken, Now in a Ferris wheel. What the? Spam-Nutzer sperren oder zum Admin machen, ist sehr direkt beieinander. Ich habe immer die Sorge, dass ich einen Spambot zum Administrator hier mache, aus Versehen. Oh hell no. Oh hell no. Er singt auch. Do I have to reload? We'll sing and we shoot. Und jetzt ist er einfach mal im Keller. Während sich die Leute gar nicht bewegen. Das spart Animationen. Two hostiles. Give me a gun. Go sleep. Go sleep. Shh. Go to sleep. So, mein Freund. Press the button. Don't press the button. Ja, was macht Pipo eigentlich? Da kam sie wieder zurück in unser Leben nach 4 Stunden. Und jetzt ist sie wieder einfach weg, die Pipo. Wenn Pipo nicht auf dem Schirm ist, sollte man sich fragen, was macht Pipo? Dafür kriegen wir Sneevil. Henry! Oh my God, aliens! Ach ja, die schreit immer so, ne? I love it! Sag mal, Leute, die Grace, Run-of-the-mill aliens. der Standard-Alien, ne? Die Grace. The graphics look good though. Sagen die Kids von heute jetzt wirklich Eile Mau dazu? Wegen der Meme? No, nothing's all right. Das sind, guck mal, das sind die Eile Maus. They just walk straight for you, okay? Ich glaube, das sind die Big Booty Streams. Oder? Das kam. Das hatte sie geschrieben bei sich auf dem Twitch-Kanal oder auf, was, YouTube? Ich meine, es war Big Booty Stream, ne? Aber eher Big Stimmband. It's a tinfoil hat. I love how this is playing off the tropes of like alien invasions and stuff. Just whack them in the face. Kann ich einen Stream machen, wo ich bei mir schreibe Bigger Booty Stream? Let me turn it up a bit. Sorry, I didn't notice it's kind of low. Oder sogar Biggest Booty Stream? Könnte sich ja auf Booty und auf Honestly, that looks really cool. Coming spring 2023. und auf Stream beziehen. Biggest Stream und Biggest Booty. Oh, was ist hier los? Alaska Expedition. Ein bisschen aus wie
Musst du sagen Salt and Sacrifice? Mal gucken. Aber besser gezeichnet als Salt and Sacrifice. Biggest Booty. Stream. Style ist nicht übel, ne? Ist aber wahrscheinlich auch mehr Survival. Oder Darkest Dungeon Look, sagt das Kame. Ach, und da kommt der Cthulhu. Hulu Cthulhu. Wo bin ich denn hier gelandet? Direkt im Verschlag unten. Geh ich schon mal weiter. Oh, da ist er. Klaus-Dieter Cthulhu. Was, ja, finde ich auch gut, Kuku. Der Daniel Booty-Mann. Da hat Booty bestimmt nichts dagegen. Der ist, klingt ja nur fast. Gibt es keinen Booty-Man? Kann man ja sein. Edge of Sanity. Oder könnte ich das vielleicht mit so einem Piratengimmick verknüpfen? Dann wäre ich der Klabooty-Man. I'm always happy to speak with other Polish developers, especially when they... Ich klaue allen das Gold und versteck's in meinem Hintern. Der Klabooty-Man. Robert from Vixa Games. Hi Robert, how are you? What? Hello, I'm fine. Thank you for having us. Ich dachte hier nicht richtig. From Vixa Games. Because I watched your trailer and I was like, what the fuck is going on? It's terrifying. It's creepy. Okay, den Lacher habe ich gebraucht jetzt. The trailer is like, wow, what's going on? So please just tell me what this game is about. What will players do in it? Ja, wir sehen schon, dass es keine deutschen Entwickler sind auf jeden Fall von Vixa Games. Definitely sets the mood for the game. So Edge of Sanity is a Lovecraftian survival horror game, and we have a unique 2D art in the game. There are not that many games in this style, so we try to find something unique. And yeah, you have a disturbing story, and also you have in the game complex base management. So basically, because we love Lovecraft, we wanted to put monsters Lovecraft inspired by him in original setting. So this is Alaska during the Cold War, and you are working as a part of a resupplying group because there are scientists working on a mysterious sterile stone somewhere in the wilderness of Alaska, but things went wrong and unfortunately... Nenn mich Aska. Al Aska. You survived and you set up very... Der Cousin von Al Bundy. In order to actually have a chance survive a few days on this wilderness and coolness of Alaska, you need to find also other people, because the game is about keeping your humanity alive. Each actions that you make in your base and also during expeditions, which are Würdet ihr denn mit dabei sein, wenn affects your madness. Ich diesen Stream überlebe und dann am Samstagabend dann Ubisoft-Stream wäre? You get traumas. So these are Und falls noch was von Sony kommen sollte die Tage über, dann will ich natürlich auch streamen, aber ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir jetzt hier 4 Stunden gleich sitzen. So not only you need to survive like your body, but your mind also needs to so mit 1,5 bis 2 gerechnet. Into 4 acts and we have a very rich story. Aber so ein schöner Abend dann, ne? Können wir auch gemeinsam ein bisschen Spaß machen. When you find survivors, you can set them up on the missions and can gather resources for you, and your job is actually to get enough resources to survive not only you but also other people. Twitter Pupita. Also some events because steht auch nichts Wichtiges. Also on the edge of sanity, so actually anything can happen all the time. So we are not safe even. Na, guck mal, der Joker hat es auf der Gamescom angespielt in der Indie Area. On your expeditions, you try. Kann gut sein, dass es auch damit dabei war. Da gab es sehr viele bunte Sachen. Fighting with the environment, throwing some stones, preparing some traps, or avoiding fighting with monsters altogether. You have an axe as like a last resort, but if you go face to face with those monstrosities inspired by Lovecraft, well, you don't have a high chance because most likely you will be dead in a second. We are a small studio located north of Poland, and there are like 12 people working on the game. So this is like by far biggest and most ambitious project for us. And we are a very small studio, so we appreciate whatever support you want. Also, Wishlisten. Denkt an die Wichser. Joining our Discord means a lot to us, and we are very approachable. So if you have like some ideas, you have some feedback. Think about the Wichser.
those social media, and believe me, we'll read it and we'll take your feedback seriously. So thanks a lot for having us and good luck to other participants. Das bedeutet bestimmt irgendwas in ihrer Landessprache, so von wegen die Gewinner oder so, die Heiligen. Und wir hören nur Wichser. Ey, guck mal, ein Horrorspiel aus Ego-Perspektive. Oh, aber aus der Top-Down-Perspektive jetzt. I am hunted. Ich bin 100. Oh, Top-Down ist interessanter. Hatten wir auch zu Hause schon, aber es sind doch mehr Survival ja hier. Ah, oh, Stealth. Oh. Haben wir nicht so viel bisher. Das Karma-Schreiben sieht aus wie 12 Minutes, aber mindestens um 13 Minuten besser als 12 Minutes. Muss man sagen. Das ist Plague Tale in Top-Down. Pack noch ein paar Ratten dazu und dann passt das. The Equinox Hunt. Okay. Available now. Equinox. 6 Monate später. Ja. Okay, nur vom Super Nintendo. Okay. Schließt ihr die Geschichte wenigstens jetzt ab, Leute? Es ist auch schon spät. The Barbecue. Oh, jetzt kommen wieder die Discord-Sachen. Warum? Warum macht ihr das? Furz.waff und Toilette.jpg. Die Discord-Sounds triggern mich. World Premiere. Oh Gott, jetzt steht da Gameplay gleich. Nee, oh! Ist das was Neues mal? Okay. The Foundation usually refers to them as abnormal objects or SCP objects. Ah, SCP. Okay. There are many things in this world that are beyond your understanding, but Control haben wir doch schon gespielt. Aber so ein bisschen SCP? Sind das so alle SCP-Sachen jetzt in einem Spiel? Die SCP-Zentrale. Wofür steht das nochmal? Serve, Protect, Control, irgendwie so, ne? Contain. Das war doch die Abkürzung für was. Imagine beautiful images. SCP. Achso, Secure Contain Project. Secure Contain. Ja. And weird enough, I think you remember something we called creepypastas, and today we have something similar in form of SCP stories. Lecker Creepypasta mit Parmesan. Super excited to be able to speak with the developers. Schöne Holle-Bolle oben drauf. For the game called SCP Secret Files. Hi guys, how are you? Hi everyone, hi Lucas. I'm feeling very well, and this is Xiaoliang, the producer of our game, and I'm Leo, the community manager of the team. So I'm very curious about your opinion on one thing. How do you think why SCP is so popular among the world? What makes this community to still grow? Weil das alles scary ist. Kind of creepypasta. Creepypasta. A lot of SCP articles on the website, and the articles are about different SCP anomalies. The most popular. Man muss sagen, Control, das Remedy-Spiel, das war ja schon quasi so SCP Creepypasta-Style. Alles aber in ein AAA-Game gegossen. Very popular in the world. Aber ich bin nicht so super vertraut mit populären SCP-Geschichten. Still growing. Vielleicht ist das ja hier in dem Spiel so vereint. Probably also because of the self-growing community. Like, War everyone Slenderman war nicht SCP, ne? Der hat sich ja unabhängig entwickelt, also the community and als Kunstfigur. Aber es gehörte nicht direkt zu SCP.
No? If your article is good, so it's kept on the website. So everyone can write, everyone can judge. That's probably the reason. As you can see, like there are already several SCP games on market, right? We know SCP Secret Lab, we know SCP Containment Breach. Ja, Marty schreibt, wieso tragen die alle Hasenmasken? Wird gewishlistet. Das reicht schon, ne? Horror, right? Horror and FPS shooting. That's a good starting point to make a SCP game, right? Surely we do have horror theme in our game, but that's only one point. We're also gonna have heartwarming SCPs. We also have weird. Wir können das auch als ein Wort aussprechen. Das SCP. Oder Scoopy. Skippy. Hast du die neue Skippy schon gesehen? Statt SCP. Our styles, we have different gameplay styles. Those are based on the different styles, different types of SCPs. That's the reason we do that. The diversity in the SCP Foundation. Our game is going to be a narrative game. Like we want the player to get to know the Foundation from like by knowing the story behind the SCP. Ja, das kam, du sagst im Chat. Wir haben einen ernsthaften Pipo-Mangel jetzt hier. Players know the stories. Players Wünschen wir uns fast Pipo wieder zurück. Them and players will know nach 3 Stunden 47. In the SCP Secret Files, we will show people to get started how they can follow the instructions to get to know the story. Wir bräuchten für solche Sachen, wenn sie die Interviews noch haben, nicht nur den Trailer zum drüberschneiden, sondern die Entwickler müssen denen noch mal ein bisschen mehr Footage geben, damit man was anderes sieht. The Forest 3. Amazing. This wildlife. Naja, amazing würde ich das jetzt nicht nennen, wie das ausschaut. It's really sharp. Das Unreal Engine 3 Assets. eher. They can't find out about it. Hello? Grandma? Ist das The Forest 2? Oder 3? August 19. 2 Wochen her. Komm, Daumen mich in den Rücken für Pipo. Die Otterfrau ist es wieder. Nicht ein Pipo. Bro, I can hear dogs, but I can't see them. Hat sie so erschrocken, dass sie britisch geworden ist? I can't see them. It's really sharp. Everything what you roll is true. They can't find out about it. What the heck? Ich glaube, die machen die jetzt noch mal rein, falls Leute mal eingepennt sind. Voll lauter Horror. Hello? I hear roars even in the daytime and feel someone's presence. I am disturbed by strange sounds in the forest. Plus I feel the smell of a terrible stench. Have I... Ja, das Karma hat einen guten Tipp im Chat. Googelt bitte nicht Otterfrau. They are afraid of something. I have to talk. Oder Otterlady. Den Fehler habe ich auch gerade vorhin gemacht. Packt wenigstens Twitch mit dazu. Bro, that music just stopped out of nowhere. Passt auf. I couldn't even finish my sentence. Schützt eure Browser-History. Ahmed schreibt, nach dem Stream kann ich bestimmt 3 Tage lang nicht schlafen. Ich sage was, ich glaube, ich kann nach dem Stream 3 Tage lang schlafen. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Oh, was ist hier? Ich glaube, das ist das, was mich mit fast am meisten angemacht hat, wo die mal ein bisschen anderen Saturnalia, anderen Grafikstil mal hatten. Investigation, puzzle solving, exploration and roguelite progression. Roguelite nicht so ganz, aber der Rest hört sich ganz cool an. Some available from the start, and some to be unlocked during your adventure. They all have their own personal motives and storylines. Also, but they share a common goal. Sieht eigentlich ganz gut aus. The village of Gravoy and the rituals of the winter solstice. Each character has unique tools and abilities to help you Ja, ich glaube, bei den
von den 80 Spielen, wenn die jetzt wirklich alle jetzt hier durchballern, da gibt es schon einige, die ganz gut ausgesehen haben. Ich bin eher bei denen, die so ein bisschen speziellere Optik hatten oder was Gameplay-mäßig anders gemacht haben. Aber auch viel Generic Krimskrams. Even ask your companion to guide you somewhere with the in-game maps. Model Sim wäre ich auch dabei, das käme. That me liked. Model Sim. Use phone booths to continue on from a das heißt, es ist antik. Telefonzellen gibt's noch. As you explore, you will discover shortcuts and secret passages, connecting the various parts of the village and its surroundings in a complex three-dimensional maze. Keep track of your many discoveries in your mind map, grouping crucial clues, mind map. Tracking your objectives. Often, tools will be required to create new routes, solve puzzles, or uncover useful resources. Such Cobra Cola. And must be managed wisely, and have less obvious uses for you to discover. Use matches to light your way, mark where you have been, and find hidden objects. Noch ein bisschen Musik Explore the winding alleyway. im Hintergrund. Be careful. You are not alone roaming these streets after curfew. Some will help you. Musik hätte sie lauter spielen können. Some will try to stop you, and something is hunting you. If you are captured, all is not lost. Switch to another survivor to find your companions and free them. Aber so ein bisschen mehr Multiplayer-Krams wahrscheinlich, oder? Wirkt so. The village will be generated anew, with new roads and to discover. Alles wieder. You won't lose your progress in the story or the puzzles, but you will have to relearn again your way around the strange village of Gregor. Ja, wobei Roguelike-Elemente, ne? Roguelite-Elemente, Entschuldigung. Saturnalia. Boing. World premiere. Okay guys, we are continuing our very strange but very cool journey among some weird games, and we have one very long journey. It was like Lukas. Wow, like how is it possible? Leute müssen auch nochmal arbeiten hier. Like that, and I'm super excited to speak with the creator of Saturnalia, Pietro. Hi, how are you? 3 Stunden 54. Say thank you so much for like that beautiful intro. I'm very. Und nach dem Stream alles wieder schön besprechen, fragt Joro. Nee. Game and ich glaube, wir haben alles sehr adäquat hier besprochen. What the word Saturnalia means? So, Saturnalia is an alternate name for the winter solstice, basically. And it's the name of the festival that was celebrated during the winter solstice in Roman times. And the reason why the game is called like that is because really there's this ritual at the center of the game that has existed throughout not even centuries, but millennia, right? And it's been adopted and adapted by different cultures and different people that have inhabited specifically the island of Sardinia. And so the idea by calling it Saturnalia is that we put attention on the fact that this has always existed, and even if people have given it different names, such as Christmas, that's really like saying, hey, this is kind of like the protagonist of the game, is this event that has always existed. We've started from 2 different sort of like central inspirations in terms of our direction, which a 2 is a little reductive, but let me explain a bit more. So there's this beautiful tradition of Italian comics that are edited by Sergio Bonelli in Italian, and some of which are known internationally, such as Dylan Dog and others. Inspiration von auch Dylan Dog ist ein italienischer Comic, ne? Oder? Da hat mir auch schon ein bisschen was gesagt. Ist da, wenn man lang genug sucht, entdeckt man das Formel 1 Strategieteam von Ferrari, wenn es schon ein Horror-Game ist. Der größte Grusel, der aus Italien gekommen ist. Die Boxenstrategien vom Ferrari-Team im letzten Jahr. Tradition of Italian horror in cinema in the 70s and the 80s. So if you look at the work of Mario Bava and Dario Argento, you will see similarities in how
Argento ist schon mal ein guter Name, der genannt werden kann hier. Da bräuchtest du aber, glaube ich, beim Visuellen noch mal ein paar stärkere Kontraste. So ein bisschen mehr wirklich Giallo-Style. Das ist das ja nicht ganz. Aber sie versuchen es ja ein bisschen mit den Farben hier. Ich würde die noch stärker kontrastieren, wenn er schon in Richtung Argento gehen möchte. Really? Well, the color that you see in the game is through post-processing and lighting. And so it's kind of like colored artificially. There's no natural colored things. Ja, hier will Alex dann noch Mario Bava. Kann man natürlich auch mit reinnehmen, aber ich bin nicht so super vertraut mit Bava, muss ich sagen. Done it to create something that, as you said, like you look at one screen and das ist so meine Spezialität, der Italo-Horror. With something else, which I think Italo ist ja Bud Spencer bei mir. And also to kind of like create a bond with the player and in their memory about that. Das Kame fragt, hast du mitbekommen, dass man die Resident Evil Serie bei Netflix nicht fortsetzen wird? Ja. And on PC, mehr braucht man, glaube ich, nicht dazu sagen. We will be announcing more platform support soon. Ich möchte auch nicht wirklich mehr über diese Resident Evil Serie with the accessibility features with the game. When you play it, you have like nicht mehr drüber nachdenken. number of sliders and options to accommodate your play style. If you want a more immersive experience and more streamlined experience and more challenging experience, we accommodate that, and we have some pre-made setups that kind of like resonate with different kinds of players. There is a lot of experimental systems in the game, things that have never been done before, and that's something that we always. Naja, never been done before wäre ich vielleicht ein bisschen handling vorsichtig, das zu behaupten. Guidance through the level in a different way, handling game orders in a different way. And so I'm very much looking forward to what people will think when they try these new things that I haven't quite experienced in other games yet, in terms of specifically gameplay and progression. On a first try, I'm gonna so cool euer Game ist, Leute, ihr müsst nicht 10 Minuten drüber reden, ne? Speedrun, but that's on your first playthrough. That's what you should expect. There's a lot of player freedom in the game. It compared to many other horror games, they're more of a linear experience if they are narrative based. Our game is very much telling a story, but it really allows you to kind of like tackle the locales and the missions in any order with any of the available characters, and the narrative will adapt to kind of like make the characters say things that progress the story and still make sense with everything that has happened, may have not happened before any specific event in the game. So that's also oh ja, das kam halt recht, die reden 15 Minuten drüber, stimmt, da war ja noch die Präsentation. Ja, ich habe schon gewusst, wenn ich es mir angucken möchte, schon nach 1 Minute, statt jetzt 15 Minuten zu haben. Oh, was ist das hier? Auch so ein bisschen Puzzle-Style. Sieht so nach Terraforming aus, oder? Die andere Seite von No Man's Sky. No Man's Land. Ne, es gibt's schon, ne? No Man's Ground. No Man's Planet. Oder No Man's 2 als Sequel. Die dunklen Kreaturen. Da kommen sie. Da sind sie. Alright, Lunar Survival. Das ist ja auf dem Mond. Allight, nicht alright. Allight. Gameplay. When it comes to getting scared, nothing can be quite as fun than when you do it with friends. Whether you're teaming up to kick monster ass, or you're watching your friend get the fright of their life, everything's better in numbers. Och nee, nicht Multiplayer. Ich hab so lange durchgehalten ohne diese Multiplayer-Kacke.
Das Spiel ist bestimmt cool. Aber nicht für mich. Me no like is a Multiplayer. Heights, Haunt and Seek. Da war einfach mal eine Clown. Hired to die. Let's see. Oh, it says here we need to fix the system on one of the security cameras. I'm on it. Sure. Okay then. Ist aber ein anderes Spiel jetzt, oder? Hey, enter the next door. Have you checked if there are any creatures there? Yeah, trust me, trust me. Ugh, crap, I can't open it. There's a padlock. Also das ist jetzt nicht Synchro aus dem Spiel, sondern das soll Multiplayer-Leute darstellen. Wieder dieses Fake-Multiplayer, ich tue so, als ob ich eine Figur im Spiel bin. Stark. It wasn't me, though. The power went out. Okay. Niemand redet so miteinander im Multiplayer, Leute, wenn es das ist. Good. Power back on. No. Shh. I think I heard something. Oh, whoa. Run. Oh, wow. Run. Leave the door open. Ja, habe gesagt, hey, da kommt ein Monster von der rechts. Gucke doch mal da. Das wird dich sonst anschlabbern, das Monster. Closed Alpha von der Hired to Die. Statt, oh, look out, there's a monster. Habt ihr nichts von Ubisoft gelernt und den, war das Rainbow Six Streams? What they say. Better together, and the game we are going to Der Elektroaffe. now is the living proof of that. Please let me welcome my next guest, Hugo, the developer of the game called Hired to Die. Hi, Hugo. Hallo Hugo. Hello Lucas, I'm fine, thank you. How are you? I'm fine. Great, I'm super excited for you to be here. So, let's speak about your game, Hired Also ich sag euch was, Leute. both in single player and multiplayer. Wir machen bis 23 Uhr durch, dann haben wir 4 Stunden plus mit der Pre-Show, die wir hier schon hatten. Aber so viel länger kann ich echt nicht mehr. And when you play with a friend, Es tut mir auch ein bisschen leid, ich hätte gern bis zum Ende durchgehalten. Wenn die dann nicht wirklich mal die Kurve kriegen jetzt hier. When playing with a duo, like a duo, you have to. Aber Spaß gemacht mit euch. That's the part where it's fun. Aber 4 Stunden ist schon too much. You need the information he has. Selbst für einen netten Abend, Your information. When we designed the game, muss man sagen. Ich hätte noch was machen können, so. actually is to give Jetzt nicht mehr. access to this information. So instead of accessing a computer, the single player version, you have a tablet, so you can just look up. Und dann mal den Stream aus und dann zeigen die Silent Hill 2. Das einzige, wo sich ein React gelohnt hätte. Nein, Silent Hill 2. Den Games nach zu urteilen, ist das nichts von der Stufe, was hier gezeigt werden kann. Work alone. So you can say that the co-op mob is kind of more difficult, yeah? Actually, yes, because you can give wrong information for your friend and you screw him up. So that's the fun because. Aber wir merken uns das fürs nächste Jahr, so spaßig das war. Dann kommt diese Veranstaltung in die Kategorie Xbox ID trying to find Indie Games. What I'm going to ask everyone Leider etwas zu breit gezogen. for free. I'm going to give you the literal keys because I want you to join our community. I want you to be part of this game. And you don't have to pay for it. You just need to tell me what you find of the game. If you think there's something that can improve or there's something bad about it. My objective right Ja, supportet doch den Kollegen mal, ne? Wenn er schon so lieb bittet. Hired to Die is open for you to play. You just need to join our community and just ask, I want a key and I will give you. Als schon im Chat der Snyder Cut erwähnt wird. Das ist ja fast schon die Länge vom Snyder Cut, oder? Waren doch 4 Stunden knapp. Der ganze Stream, den ganzen Schneider Cut gucken können. So this is the Guess You Know 'Em trailer. Oh, das ist der Schreihals ist wieder da. See. Na, Schrei. Okay. Okay. I like the evil deep voice. Hält sie sich tatsächlich zurück und schreit nicht? Oh dear. Oh dear. Oh. Is this kind of like Slender Man? This looks like a very intense version of Slender
Slender Man. That's what Das schreit schon ein bisschen. Oh God. Well, that was something. Genommen. 13th. Wait, that was in the past. Is there Geheim? for this? But Ja, hast du verpasst für deinen Stream, ne? Einfach ausgeblendet, die Dame. Okay. World's Space Mir. Das haben wir doch auch sicher schon gesehen. Oh. 3D Realms published? Oder was? Es sieht eben so generic aus, dass ich nicht sagen kann, was es ist. Was war das nochmal? Das ist doch dieses Callisto, schreibt Lady Trauma. Nee, das ist nicht dieses Callisto. Multiplayer-Schissel. Das ist nicht Duke Nukem. Das wäre ja Quatsch. Das ist Spatial Anomaly. Nenne ich mal jetzt. Vielleicht heißt das ja so. Spatial Anomaly. Lege ich mich drauf fest. Nee, es ist Rip-Out. Spatial Anomaly hätte ich besser gefunden. Spiel die Demo vor 3 Monaten. Die haben nicht mal die Trailer angepasst. World Premiere. Some time ago, when we were talking about horror games, we were thinking mostly about single player experience, but in a couple of last years we had so many great games, the great horror games, that are also multiplayer, like the one I have here right now. I'm super excited to speak right now with one of the developers behind... Ey, wenn ich in diese Liste gucke, zeig mir noch mal was zu Yomavari Lost in the Dark. Das hätte ich gern gesehen. Ich glaube, das einzige japanische Game, was ich hier noch sehe. That, you know, that horror atmosphere, that very dark atmosphere. And I'm curious about one thing. How do you... In der Liste that's both from von den Games, die sie haben. It can be too scary because... Oh, The Labyrinth of the Demon King. Haben wir das schon gesehen? Ich guck mal. Terrifying anymore. That is both creepy and fun to play. Jetzt kommt wieder das... Ist das Discord bei mir? Nein, ich habe so aus. Habt ihr auch gehört, Discord, oder? Bestimmt beim Entwickler. Because the first idea was getting into spaceships, you know, with a crew. That was the initial idea. Discovery of unknown. Die haben sich gesagt, die Gamescom war uns nicht lang genug, lass uns noch einen Tag reinhängen. And never knowing what to expect. Oh, das ist Labyrinth of the Demon King. Setting for that. Oh, das sieht ja geil aus. Das seht ihr hier jetzt natürlich nicht. Ich habe hier auf dem Laptop kurz die Steam-Seite aufgemacht. Das ist so ein PlayStation 1 Style Horror-Game. Aus der Ego-Perspektive. Das sieht eigentlich ziemlich geil aus, so von den Bildern her. Huiuiui. Zeigt mal das, Leute. Und nicht den Multiplayer-Kram. When thinking about multiplayer, we started off with 4 players, and then we, because of these reasons, not to have it too actiony, we switched it to 3-player maximum. We balanced it out so that... Na gut, Leute, lasst uns dann mal trotzdem auch die Verabschiedung schon mal hier mitmachen. Jetzt sind wir bei 23 Uhr durch, bevor ich noch tot vom Stream umfalle. Und wollt ihr noch was konkret wissen, wenn ihr schon mal da seid? Da noch fast 300 Leute im Stream hier. Puppet Combo wird erwähnt hier kurz. Ja, ich glaube, die haben ihre separaten Streams, die sie machen. Hätte sich wahrscheinlich eher gelohnt, zum Summer Game Fest den Puppet Combo Stream für 40 Minuten anzugucken. Spiele mit Bart irgendwann, wenn wir dazu kommen. Jason Hill muss um 5:20 Uhr zum Sport, deshalb so früh aufstehen. Ja, dann mal guten Schlaf bitte. Mach mal deinen Discord aus, Goran. Das erschrickt mich immer. Denkst du, auf dem Konami Showcase kommt was Feines? Ich hoffe mal. Die haben ja einiges, also ich meine, so was die Gerüchteküche sagt, ne, dass sie nochmal ein paar Oldschool-Sachen bei Steam anbieten wollen. Ich hoffe, dass die Metal Gear Solid 2 und 3 Downloads wieder verfügbar sind. Die haben sie eine lange Zeit rausgenommen wegen der wegen der Archiv-Footage, wo sie so dann so reell gefilmte Szenen da drin hatten, die Lizenzen ausgelaufen sind. Und die haben ja nochmal gerne so Suikoden gesichert. Ich weiß jetzt nicht, ob ein neuer Teil von Suikoden kommt, aber vielleicht tatsächlich mal eine Collection oder das Mindeste,
Ich glaube, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, den sie machen, dass es als PlayStation Classic im neuen PS Plus auftaucht. Mindestens das. Oh, Twin Snakes. Das würde ich als Remaster doch ganz gerne nehmen, weil Evil Alex das schon mal sagt, ja. Ich habe ja noch die Gamecube-Fassung, aber es ist das einzige Spiel, was sie nicht nochmal richtig aufgewertet haben. Ganz im Ernst. Also Twin Snakes, man kann halten davon, was man möchte, weil es ja doch schon sehr anders ist als das originale Metal Gear Solid. Aber das ist ja schon auf dem Niveau der PS2-Games. Und die hätten das längst in einem Paket damit anbieten sollen, plus natürlich das originale Metal Gear Solid, wenn die das noch nicht schon komplett neu machen. Aber gut. So, komm, wenn ich mir noch was wünschen kann, noch einmal Pipo bitte gleich. Werter Horrorstream. Und ihr schreibt in die Comments drunter, wenn ihr das als Video schauen solltet, was ihr noch verpasst habt an Trailern, damit ich die nachholen kann. Dann kann ich bei der nächsten Gelegenheit drüber sprechen. Falls in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr was sein, ist aber nicht Pipo. Falls da noch ein bisschen mehr was sein sollte, von wegen Online-Streams, die werden wahrscheinlich nicht 4 Stunden dauern, aber wie gesagt, ich denke drüber nach, das Ubisoft-Ding, wenn es zeitlich passt, am Samstag zu machen und vielleicht zwischendurch noch was drin. Ich gucke natürlich nach Möglichkeit, vielleicht kriege ich die Gelegenheit noch mal ein bisschen Splatoon 3 euch zu zeigen auf dem Kanal, plus noch der ganze andere Schüttel und Krams, der dazu kommt. Jetzt möchte ich Tom und Jerry gucken mit der Musik. Aber gut. Leute, ich bedanke mich bei euch. Wenn ich jetzt ausmache, verpasse ich dann Silent Hill 2. Aber das geht ja wohl nicht anders. Es war ein schöner Abend mit euch. Gehabet euch wohl. Und lasst uns mit dem Clown hier rausgehen. Bis Densen. Tschüssinger. Und Blob. Test your hand-eye coordination. Acquire ancient knowledge. Loosen up a bit. Go crazy. Release.